bei einer befreundeten Familie, und zwar ein Ex-Soldat, der ist Christ, dem werde ich ganz viele Fragen stellen. Ich habe schon eben jetzt eine halbe Stunde mit ihm geredet. Der war Offizier, richtig hoher Rang und hat im Iran gedient, bis er nach Hause kam und dann Pastor wurde und hier eine Gemeinde gegründet hat. Sie haben 5 Kinder, die werde ich euch gleich alle zeigen. Und sie haben es erlaubt, dass wir hier auch filmen können, weil hier ist es Tradition eigentlich, in heute zusammenzutun und dann die Election, also die Wahl anzuschauen. Wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir auf so eine Rallye gehen. Also die gibt es jetzt überall. Also in Spokane gibt es auch so eine riesengroße Wahlparty. Aber Freunde von uns haben gesagt, ja, da gehen schon die Parteimitglieder hin. Aber normalerweise ist es einfach, es ist nur laut, es sind viele Leute, die starren alle auf den Bildschirm und danach feiern oder gehen betrübt nach Haus. Und dann dachten wir, nee, das machen wir jetzt nicht. Also wir machen das richtig traditionell. Also erstmal herzlich willkommen. Natürlich in Deutschland ist es jetzt sehr, sehr früh. Ich bin gespannt, wie viele kommen. Also bei euch ist es, glaube ich, 4:30 Uhr. Aber gut, ihr werdet es dann nachher hören. Das Schöne ist, ihr hört es jetzt vorher und ich weiß noch nicht, wer gewinnt. Ja, aber ich möchte euch mal die Stimmung hier wiedergeben. Also, wie ich schon sagte, wir machen jetzt hier was sehr Traditionelles. Wir schauen hier mit einheimischen Amerikanern, hier auch Amerikanern, also wie gesagt, ein Offizier, das ist schon was sehr Amerikanisches. Ich werde ihn auch gleich fragen, wie man als Christ überhaupt in den Krieg gehen kann, ja, weil er hat viele Erlebnisse hinter sich. 5 Kinder, sehr christliche Familie, ein richtig amerikanisches Häuschen mitten in Spokane. Traditioneller geht es nicht. Also ich habe heute, ich zeige es euch erstmal hier ein bisschen rum, weil ich finde das mal ganz schön. So eine amerikanische Dings, be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord our God will be with wherever you are. Joshua 1, Vers 9. Also das ist richtig typisch amerikanisch. Erstmal hier die Deko. Klaviere sind fast in jedem Haushalt, Hier ist der tolle Sohn erstmal. Alles super wohlerzogene, freundliche Kinder, die jetzt hier auch dabei sind. Hier, das, was sehr spannend ist, bei den Amerikanern fällt man direkt mit der Tür ins Haus. Hier gibt es fast nie Flure. Also du bist immer sofort im Wohnzimmer. Hier geht die Treppe hoch dann zu den Schlafzimmern. Hier sitzt schon mal der Tom, der hat auch schon Livestream. Da hinten sitzt der Pormer mit seinem ältesten Sohn und hallo, hi. Eine der ältesten Töchtern. Also es sind 3 Töchter, 2 Söhne und da oben ist die Screen. Da werden wir gleich mal ganz viel euch sagen, weil ich lerne hier auch wieder so viel, was ich alles nicht wusste. Ich habe heute tatsächlich einen deutschen Streuselkuchen gebacken, mit der Gefahr, dass es denen nicht süß genug ist. Also man kann hier Nachtische nicht süß genug machen. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Ich habe es noch nie geschafft. Aber ich habe sie vorgewarnt und sie sind sowieso sehr, sag ich mal, international und sie haben ihn gemocht. Wie man hier sieht, die Hälfte ist schon weg. Genau, das ist jetzt mal hier eine typische Küche von, ich würde mal sagen, einfach so wie nennt man sowas, Mittelschicht, Amerikaner, also nicht so normalerweise, also etwas höher, dann sind sie schon sehr viel pompöser und die Familie ist einfach einfach, obwohl sie jetzt auf keinen Fall arm sind, aber sind einfach so eine schöne, schlichte, christliche Familie. Das ist die wunderschöne Cory. Hi Cory. Also eine der schönsten Pastorenfrauen. I said, you are one of the most beautiful pastor's wife I know. Where are the dogs? You have what? Where are the dogs? Oh, the dogs. They're outside. Yeah. You want me to? You don't need to, but they're asking to come in. Are you ready? I'm ready. Okay, das ist auch sehr typisch amerikanisch, was ihr jetzt seht. Pass auf. Wir kamen rein. Ja, wir sind ready. Guck, du, das sind Pferde. Das sind Pferde. Ich habe mich eben gar nicht getraut. Die sind wirklich, guck mal, ich weiß gar nicht, wie ich euch zeigen kann. Da könnt ihr es sehen. Also man kann auf denen reiten. Und das ist auch sehr typisch für Amerikaner. Die haben eigentlich alle Hunde. Amerikaner haben immer Hunde. They are cute. They are very cute. Yes. I love them. Ja, sind sehr, sehr süß.
Okay, ich werde jetzt mal die Cory fragen, was sie denkt, wer gewinnt, weil das ist die große Frage die letzten Monate. Cory, what do you think, Harris or Trump? You want my honest answer? Eine ehrliche Antwort, honest Okay. answer. I think that Look, she's riding. Sie reitet auf ihn. Okay. I think that America will probably choose Harris, but that is not because they know what's going on, but because Harris wants to give a lot of things away. And I think that the culture in America today, people really want to take and be given instead of going out and working. Oh, okay, I will translate that. Does that make sense? Ja, very much. So, sie sagt, sie glaubt, dass Harris gewinnt, weil Amerikaner an einem Punkt sind, wo sie lieber möchten, dass der Staat alles nimmt und die ganze Verantwortung nimmt und der Staat selber Dinge verteilt und die Verantwortung übernimmt. This is really interesting. So why do you think it changed so much over the last years? Because I can remember when I was 1990 here in the States, it was totally the opposite. Right. So they are the strong cowboys. They said, tell me nothing. I want to be responsible on myself. So, ich habe sie gerade gefragt, warum sie denkt, dass es sich so verändert hat, weil ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, 1990 war ich schon mal in Amerika und da war das eigentlich genau das Gegenteil. Die Amerikaner sagten immer, so wenig Regierung wie möglich. Ich möchte meine eigene Verantwortung übernehmen. Bitte keine Verantwortung übernehmen. Wir machen das. What do you think why it changed? Okay, that's another really loaded question. I think that through the generations, each generation starts to forget their purpose and what their life is supposed to be. So maybe it was my generation. I graduated in 1999. So maybe it was that generation or the generation before that just started losing values. We might say Christian values because they are Christian values, but I think that the values in itself, like you work to earn, right? Have a family, love your and serve your family. Those kind of things have been lost. I need to translate that. Yes. Okay, sehr interessant. Sie sagt, ich habe 1999 Schulabschluss gemacht und die Leute haben vergessen, wo ihre Wurzeln sind. Und sie haben ihre Werte verloren und zwar folgende Werte, die für Amerika immer standen. Ich arbeite hart für mein eigenes Einkommen und für meine Familie. Familie ist das Wichtigste. Auf die passe ich auf. Okay, so I think that drugs, I think brokenness, just human condition. So I don't know what other countries are going through. Where is it getting further and further away from not sure what you would call it, the values of humanity. Okay. Und sie sagte, Drogen und kaputte Familien. Sie sagt auch erstmal, egal woher das kommt, aber diese Zerstörung der Familien hat Menschen von diesen alten Werten weggebracht. Okay, so yeah. So I don't know what's happened, but more brokenness in America and entitlement and addiction and all of those kind of things. And so I think that leans a little bit more to the side where I would say Harris is more about, hey, the government is going to give instead of earn. I think I've never heard more condensed description of the situation. Oh. So it's interesting. I will translate it. Also ich werde es nochmal übersetzen. Also sie sagt, also vorher war Amerika sehr stark, deswegen war sie auch die Weltmacht. Und über die letzten Jahre ist die Gesellschaft einfach kaputt gegangen. Also wie gesagt, Familien sind kaputt, es gibt ganz viele Arten von Abhängigkeiten und dadurch, dass die Menschen so schwach sind, können und dann wollen sie auch keine Verantwortung mehr für sich selbst übernehmen und deswegen geben sie gerne jetzt die Verantwortung ab an einen Staat, weil sie es selber nicht mehr können. I just want to repeat it. This is interesting. So you said basically that at the beginning the Americans were strong, so they don't need a strong
strong state. So they said, I want to be responsible for my life. I don't need a strong state. Over the last centuries, the society became broken because of addiction, drugs, broken family. And because the society is broken, they look now for a strong state. So they ask, please take you responsibility because I can't. Is that true? Okay, that was said a little bit differently. Different service making a report. They put Trump. I don't know if people. They're saying that Trump has won Georgia. America gives people everything they need to survive. They don't have to work. They get every rent paid, everything, right? Like in Germany. And so the Biden plan has given more and more stuff away, right? Okay. And so Trump is, from what I understand, is not that way. Okay. So how will people be given stuff and then go like, oh no, I'm gonna vote for the person Oh, who I doesn't got it. give Yeah, me. yeah, yeah. But it makes sense. Right, and so that's what I mean. So if you start spoiling your kid, the kid's gonna get mad when they take the gifts away. Does that make Yeah, sense? it makes a lot of sense. That's what I think. But Okay. I'm hoping that that won't happen. But We will see. But Trump is not perfect either. Yeah, So of course. There's no perfect. But you vote for the person who you think can uphold some form of value Okay, without good. crushing all of them. Yeah. Okay, that's very good. No, but it fits together. I will translate. Also sie sagt jetzt auch noch mal eins, und wenn man jetzt, also Biden, übrigens hier waren jetzt die letzten 16 Jahre, 12 Jahre davon demokratisch und 4 Jahre republikanisch. Und das erklärt, was sie gerade gesagt hat, über diese ganzen 12 Jahre. Die Demokraten haben sehr viel gegeben, sehr viel Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Und sie sagte, sie hat ja selber 5 Kinder, wenn du deine Kinder verwöhnst, ist es sehr schwer. Ein Kind sagt von selber, oh, ich will das nicht mehr. I don't want to have ice cream anymore every day. Ich möchte keine Eis haben jeden Tag. Ist eigentlich gegen die menschliche Natur. Also wenn du etwas einfach so bekommst, sagst du einfach erstmal ja. Und deswegen ist Amerika an dem Punkt, dass sie natürlich gerne weiter verwöhnt werden. Sie hofft eigentlich, dass es anders wird, weil sie denkt, es ist nicht gesund. Sie sagt auch, der Trump ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Sie sieht die Schwierigkeiten, aber definitiv ist er mehr so, dass er sagt, nee, warte mal, mit dem Verwöhnen können wir das nicht weiter so machen. Oh, very interesting. So, but again, you think, you guess Harris will win. This is your... That's my guess. And You know what? It's very interesting because today I said the first time in the last month, I think Harris will win because I was here. Yeah. Because in Germany, I thought, no, Trump will win. Right. I'm here. Yep. I was like, You're getting a Something is- feel. You're getting you a get a Yeah. feel. Ja. Okay, ich habe jetzt mal gerade gesagt, also sie meint, Harris gewinnt. Ich habe gesagt, als ich in Deutschland war oder in Paraguay, habe ich gedacht, Trump gewinnt. Und jetzt bin ich hier, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich auch gesagt, nee, die Harris gewinnt. Irgendwie, heute habe ich das erste Mal auch in der Familiengruppe gesagt, ich glaube, dass Harris gewinnt. Also es wird richtig spannend. Wenn ihr das Video seht, dann werdet ihr wahrscheinlich, auf jeden Fall schon mal eine Tendenz haben. Vielleicht dauert es eine Woche, aber very interesting. Thank you so much. Yes. Thank you, thank you. Okay, jetzt bin ich mal wieder da. Thank you so much. You're I hope welcome. it's okay. Yes. Yeah. I hope I'm proven wrong. Oh, it was very simple, very good. That was very significant. Oh, yes, but I hope that she doesn't win. I hope that she doesn't win. Also sie sagt gerade, sie hofft, dass sie nicht gewinnt, aber jetzt wollen wir einfach mal so sehen. Is it okay if I sit here?
here? oder ist ein Produzent Ja. von entsprechenden digitalen Dienstleistungen. Und bestimmt aber nie kann Mal was ich Schönes die, hier. ich Ich sag finde, mal, Kinder bringen immer so was wenn Tolles sie, rein. Ein süßer Hase, haben, oh, wie süß. bestimmt Also Tiere die sind da sehr normal für Amerikaner. His name is Oliver. letztendlich, Oliver. brauchen Okay, wir er heißt eine- Oliver und das ist brauchen wir it's a eine German name. gewisse I know that, mehr yes. im Land, weil das die He's Menschen very sind, die das nach cute. vorne bringen. Das Very ist in Deutschland cute. ganz genauso. Wir haben nicht nur eine grüne Partei, He's waving. oder auch eine ganze Regierung, die im Grunde genommen Okay, das ist doch auch mal schön, an ne? den Familie, Bedürfnissen Kinder bringen immer sowas der, Tolles rein. der Und hier der ganzen Hund, den muss ich euch Gesellschaft nochmal zeigen hier. durch Ideologie. Guck mal. Ne? Also wir haben einen Robert Habeck, der unsere Wirtschaft abwirkt. Okay. Durch Gedanken, wir wollen Übrigens, das Tom macht machen, auch einen oder Livestream, nicht. könnt ihr euch gleich mal anhören. Seine Ja. Sicht ist auch mal Das ist hier interessant. gerade der Grundgedanke. Ich finde Okay. das sehr weise, mir gefällt das sehr gut. Jetzt Okay, schauen wir aber mal ich bin natürlich hier, die so, mittlerweile Karte an. haben, Ich bin wirklich so gespannt, Leute, wie ein Flitzebogen. Leute, ich habe heute eine Demokratin getroffen und das erste Mal eine Demokratin, die so ausgewogen gesprochen hat. Nach den ersten paar Minuten meinte sie schon, Yeah. oh, Okay. Palmer said, That's my opinion. also der Mann, Ehemann sagt, Trump wird gewinnen. Yeah. The spouse is Harris will win. And I'll tell you why. Oh, er sagt warum. The state to watch is Pennsylvania. Ah, okay, ja, ja. Pennsylvania is the state to watch because states like Georgia, Harris could lose Georgia, but as long as she carries Pennsylvania, Ja, she can win. ja. There are a bunch of other swing states that don't have as much weight as Pennsylvania. Pennsylvania has a lot of electoral college votes. Ja. So, and Pennsylvania is a big swing state. It's totally And what tossed is up. Pennsylvania right now? Pennsylvania right now, I have it pulled up on the map. Okay, das ist gucken wir mal hier. 60% of the vote is in, and Trump is sitting at about 51%, and Harris is at 42%, or 48% rather. Okay. And that's with 60% of the vote in. It's pretty good. And that's the reason you think Trump will win. Yeah, because I mean, it's over half of the votes that are in, and he's so you got to understand that this election they've been calling, it's at 49 to 49. Like 1% is really big in this election. 1% is really big in this election, and this has Trump up almost 3% in Pennsylvania. Okay, das übersetze ich euch jetzt mal kurz. I will translate. Okay, genau. Also das ist so, in Amerika, das habe ich jetzt auch, ich habe mehrere Sachen heute gelernt von dem Palmer, der ist übrigens, how long have you been officer in Iran? How many Iraq. years? Iraq. I was only in Iraq for 15 months, but I Okay. was in the army for 5 years. Okay, er war 5 Jahre in der Armee und 15 Monate im Irak und war da auch Offizier und kennt sich super aus. Seine Familie war einer der ersten Europäer, die rüber nach Amerika gekommen sind. Also er ist wirklich einer der richtigen Vollblut-Amerikaner. Could you put it on? Und jetzt erkläre ich euch das mal, weil das ist interessant und ja, das müsst man eigentlich wissen. Es gibt in Amerika Staaten, die immer rot sind und Staaten, die immer blau. Die ändern sich nie, okay? Das ist ungefähr so 50-50. Also blau ist demokratisch und rot ist republikanisch. Und dann gibt es sogenannte Swing States. Das sind Staaten, die mal so und mal so sind, weil sie in den letzten Jahrzehnten öfter mal gewechselt haben. Ja, Pennsylvania ist einer der berühmtesten Swing States. Also die sind mal so und mal so. Und wie ihr hier sehen könnt, da die jetzige Zählung ist, dass Trump hat 50% und die Harris 48%. Und sie sagte, der Palmer sagt gerade, also diese Wahl ist wirklich sehr spannend. Alle sind absolut aufgeheizt. Es ist eine der spannendsten Wahlen überhaupt in der Geschichte. Und dadurch, dass Pennsylvania 2% ist richtig viel, sagt er. Und Pennsylvania ist jetzt mehr Donald Trump. Wäre es schon möglich, dass Trump gewinnt? Also hier haben wir gerade auch gesehen, die Thank you so neuen much. Zahlen. Guck mal hier, Bibi, die neuen Zahlen. Also Okay. Yeah. 242 Oh, you can- zu 108. Also ihr denkt immer dran, wir müssen 270 Stimmen
macht den Präsidenten aus. Insofern, Trump ist jetzt hier gerade nochmal 28 votes short of the presidency. Yeah, this On is this poll. projected. That's projected. Okay, Okay, that's projected. Okay. so look at, see this right here that says the next polls close? Yeah, Because like, we're here in Washington State, it's not even 8 o'clock yet. yeah, The polls don't close till 9. yeah. So there are people in our country who They're are still still voting. right now voting. Okay, got it. Okay, Yeah, and yeah. so people are still actively, but the contest isn't even, the game isn't even over yet. And then they have to count up the score after the game is over. Okay, got it. Okay. Got it. So on the East Coast, the polls have been closed for almost 2 hours. Okay, and that's why it says, like in Georgia, we've counted 60% of the votes. Yeah. There's no new votes coming in Georgia. Yeah. It's done. They just Yeah. have to count them. But here in Washington and California and Oregon and parts of Montana and Idaho, people are still out there voting right now. Okay, so Okay. so what they're doing is they're trying to give you their best projection, but like as long as you see something like this Yeah. is telling you the game is still 9 hours. No, nine. this is in 9 minutes, 9 minutes. somewhere in the country there's going to be people saying, okay, it's too late, no more votes. Okay. Ah, okay. And they'll come up with a new counter like Ah, this with each new time zone. okay. Okay. But I for will another, translate. For another hour, Okay. polls will be open. Okay, das ist Okay. auch wieder spannend. Okay. Gut, ich kann es ja miterklären, dann kannst du es Ja. auch hören, ja? Ja, okay. Also das Ja, ist meine so, weil wir Frau waren die ganze Zeit, hey, warte mal, hi. Wie viel sitzt denn bei dir? Wie viel sind Machen wir dabei? weiter. Ja, 16, 20, 10 Grad. Oh, bei mir, okay. Ja. Ihr seid ja, es ist erst morgens 4:30 oder 5. Ja, genau. Naja gut, ich erkläre es euch mal, wir lernen ja hier dazu, deswegen sind wir auch zu Porma gegangen, damit wir das Ganze lernen. Thank you so much for teaching us. You are Ja. teaching Germany, just to say. Ich habe gerade gesagt, er lehrt Deutschland. Ich erkläre es. Also wir waren die ganze Zeit, ihr seht das jetzt ganz rechts, das sieht alles rot aus. Ich dachte, okay, Trump wird auf jeden Fall gewinnen. Es ist viel, aber jetzt kommen 2 wichtige Sachen. Die Ostküste und unten dieser rote, also ihr seht ja, unten ist ein großer roter Fleck. Das ist ein Bible Belt, nennt sich das. Bibelgürtel. Die sind sowieso eher konservativ, ja. Florida, okay, aber mit dem DeSantis, das war klar, dass die alle Republikaner sind. So, obwohl das jetzt so aussieht, ja, die Republikaner sind jetzt vorne, muss man wissen, dass die Westküste, also alles, was jetzt links ist, oben Washington, wo wir sind, Oregon ist da drunter, Kalifornien, die 3 sind definitiv blau. Also es wird definitiv blau werden. Das heißt, die Harris kommt erstmal zu ihren Staaten nach rechts. Und da gibt es so ein paar Swing States, also Idaho ist auf jeden Fall rot, das wird auch noch kommen. Aber es ist so, dass man nicht genau sagen kann, also es sind noch alles, viele Sachen sind auch noch Vermutungen. Und da unten ist eine Zahl hier, 736, das heißt, in 7,36 Minuten schließt ein Wahlbüro. Und dann kommen wieder die nächsten Wahlbüros. Okay, Ja? genau so gesagt. Das heißt, hier ist noch mindestens über eine Stunde, wird hier gewählt. Und dann wird ausgezählt. Also, das kann sich tatsächlich noch ganz doll verändern. Ja, ich will euch mal sagen, ich mache mal kurz rum. Also ich weiß, letztes Jahr waren wir auch in Amerika und da waren wir auch, ich glaube, da waren wir auch beim Porma sogar. Also es sind einfach gute Freunde. Und ich weiß noch ganz genau, am Abend sind wir nach Hause gegangen und sagten, Trump hat gewonnen. Ganz klar. Also der war, glaube ich, so um 2% vorne. Und plötzlich war es beiden. Und wir waren auch gesagt, wie kann denn sowas sein? Und da haben wir das erstmal so gelernt, halt, dass, also ja, was ich eben so sagte, es muss halt ausgezählt werden, ja. Und das kann sich dann noch vor allem, das ist das, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass die Westküste halt sehr blau ist. Und wenn da plötzlich all die Zahlen reinkommen, kann sich das dann halt noch umdrehen. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt. Hey, hallo, 27 hier, Robert Campbell.
Trump, only Trump, okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann diese Demokratin mal sprechen, weil die war so ausgewogen, dass ich die mal interviewen kann. Das wäre mal sehr, sehr spannend. Also, genau. Okay, jetzt gucken wir mal, was der Palmer so zu sagen hat. Wir werden das also weiter hier so beobachten. Ich mach mal. Okay, also es sieht jetzt sehr doll aus, dass Trump natürlich vorne ist. Wie gesagt, das war letztes Mal auch so. Wir wissen es noch nicht. Okay, jetzt gucken wir mal, was der Palmer zu sagen hat. Can we look at New Mexico on your map here? Yeah, sure. But I just wanted to point out this, more than half of the votes are in, and you're at 49.7 for Trump, 49.5 for Kamala Harris. This is what everybody thought the whole country would look like. Every swing state would look like this. Okay, so Arizona's a true toss-up. Yeah. Trump's winning by 0.2 of a percentage point. Yeah. 0.2. Where did you win? In Arizona. He's looking. Oh, In Arizona, we're looking at Arizona right now. is and- Arizona over? Is it close or is No, it their still? polls are still open. They're on the same time as we are. So, Okay, jetzt sind wir gerade dran. Bei Arizona ist auch so ein ganz kritischer Okay, Swing so New State. Mexico Der hat is eigentlich easy. letztes Jahr He alles did not say ausgemacht, ja. die anderen Dass er Polls, sagte, da ist da wäre Arizona jetzt als gerade wieder weg, Trump 50-50. etwas Also vorne. They don't even close it. Also die haben das noch nicht mal gesagt. Also Arizona ist noch ganz offen. Arizona kann beides werden, ja. It could be both, but yeah. Could be both, Yeah. but so if you look at a place like Pennsylvania, which is, I think, let's call it the indicator state. Okay, because Pennsylvania has a lot of electoral college votes. Let's look at Pennsylvania one more time with an updated. Wow. Okay, so It's still- Trump has gone up actually since we last checked. So Pennsylvania. Now they have Also in Pennsylvania hat 65% of the Trump votes. wieder zugenommen. Instead Also er of meinte, 60%. Trump rennt And gerade instead of it vorne. being 50.2 to 48.3, it's now 50.7. yes. So- So the more votes they're counting, the more Trump is winning in Pennsylvania. Okay, Ja, er und sagt das in ist- This is Pennsylvania, not 49 to 49. He's je up mehr sie almost- zählen, almost desto 3. mehr ist Trump nach oben. Also es sieht aus, also Trump liegt jetzt definitiv nach vorne. Normal times we would be like, Es ist sehr, sehr hey, spannend. This is pretty close. But this year, Aha. the election has been so close in all of the polling, all of the everything, in every indicator available, it's been 49 to 49 Ja, okay. or 51 to 49 or whatever. Yeah. So close, in fact, that some people believe that the people who are taking the polls of the nation are not actually really polling people. Ja, okay. That they're making it up, that they're just saying it's too close to call because actually nobody knows. And when you come up with a poll and then it turns out you're wrong, people value your advice much less. Yeah, of course. So people are saying that maybe this year Trump has actually always been in the lead. But the people who are taking the measurements are not taking them accurately because they want to say it's Okay. a toss-up so that no matter who wins, Ist their sehr advice will interessant. still be Ich valued. lerne so viel hier. Okay. Also er meinte so, letztes Jahr war es so, dass irgendwie alle dachten, Trump ist ganz weit vorne und so weiter und so fort. Aber dieses Jahr sagen sie halt, es ist wirklich ganz, ganz nah. Einfach um auch nicht im Nachhinein sagen zu müssen, oh, es war doch falsch. Sonst verliert man seine Glaubwürdigkeit. Also deswegen versuchen sie jetzt eigentlich so lang wie möglich zu sagen, wir wissen es nicht und oh ja, also gut. Ne? Es gibt ja viel Spekulation bei der ganzen Sache. Genau, und deswegen bleibt es halt einfach spannend. Also er sagt halt, Pennsylvania ist auf jeden Fall mal ein Messstab, weil es dieser große Swing State ist. Und wenn Trump da gewinnt und vorne liegt, kann es sehr gut sein, dass Trump gewinnt. Es bleibt, ihr Lieben, es bleibt super spannend. Und vor allem bleibt es spannend, was passiert danach. Weil das ist ja auch, manche sagen, oh, egal wo, es wird auf jeden Fall Aufstände geben, bis hin zu Bürgerkrieg. Ich persönlich glaube, dass es nicht so weit kommt.
Ich glaube nicht, dass es einen Bürgerkrieg gibt, weil Cory hat das eben gerade schön gesagt. Die Amerikaner sind nämlich alle verwöhnt. Und allen geht es noch viel zu gut. Die würden das schlichtweg einfach nicht machen. Das merken wir, seit wir hier sind. Die Leute haben ja resigniert, hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Also auf jeden Fall die Republikaner und die Demokraten aber auch, also so, ja. Und alle sagen, naja gut, wir haben noch zu essen, wir können arbeiten, wir können nichts ändern, wir lassen es. Ja. So, also es ist richtig interessant. Okay, hier sind auf jeden Fall Trump, only Trump, Trump for President. Okay, gut. Vielleicht kommen ja auch später nochmal Harris-Anhänger rein, auf jeden Fall interessant. Ich will euch noch eine Sache sagen, die ich sehr interessant fand. Und zwar habe ich ja heute diese Demokratin gesprochen. Also ich glaube, dass sie Demokratin ist. Ich habe sie jetzt nicht direkt gefragt, aber es war sehr deutlich. Und die meinte, ja, eigentlich ist es egal, ob Trump oder Harris gewinnt, aber weil das Haus wie heißt das Haus nochmal? Also Representative, House of Representatives? Ja, auf Deutsch. Ja, das gibt es. Repräsentantenhaus, ne? Ja, Repräsentantenhaus. Kongress. Ja, Ja, Kongress. okay. Kongress und Senat gibt es. Okay. Also der Kongress, also oder diese, was bei uns dann in Berlin halt das Regierungspräsidium ist, ja, das würde viel mehr ausmachen. Deswegen würde sie sagen, deswegen ist es nicht ganz so wichtig, welcher Präsident wird, weil der Kongress, der ist halt sehr gespalten, sagt sie. Und momentan ist es so, dass die Demokraten und die Republikaner, die früher noch mal vor 20 Jahren viel mehr zusammenarbeiten konnten, können nicht. Ja, die können nicht mehr, also einer sagt nein, auf gar keinen Fall. Das ist, als wenn AfD und SPD gegenüberstehen würden. Und er hat gerade hier erklärt, das wusste ich auch noch nicht so, dass es halt 3 große Machtstrukturen gibt. Das ist einmal die Präsidentenbüro, das ist der Präsident mit FBI, CIA und so weiter. Die haben schon auf jeden Fall Macht. Aber sie können nichts machen ohne den Kongress, also den Senat und das Haus. Das sind noch so ein paar Details, die sind aber nicht so wichtig. Also das sind einfach so die großen Gremien. Die dürfen Gesetze machen und Unterstützung geben. Und dann gibt es noch eine dritte Machtstruktur und das ist das oberste Gerichtshof. Das habe ich jetzt erst heute richtig verstanden, dass die nochmal ganz unabhängig vom Kongress sind. Und dieser Gerichtshof, der kann dann sagen, hey, warte mal, dieses Gesetz ist gegen die Constitution, also gegen unser Grundgesetz. Und die 3, wenn die sich eigentlich nicht verstehen, was auf jeden Fall bei 2 dauernd der Fall ist, und dann auch ineinander sich nicht verstehen. Ich habe gerade heute gelesen, dass Jesus gesagt hat, wenn mehrere Herrscher sich um die Macht streiten in einem Land, kommt ein Land nicht vorwärts. Es kann nicht bestehen, es geht nieder. Das fand ich total interessant heute. Matthäus habe ich gelesen, passend irgendwie dazu. Und momentan ist die Situation so. Also das ist schon ein bisschen wie Deutschland, aber dann nochmal anders. Es ist wirklich wie die sind in so einer Kaninchenstarre drin. Okay, jetzt habe ich euch ein bisschen mit Infos zugeschüttet. Gruß aus dem ehemaligen Marshall Housing Gießen. Wow, ihr seid früh wach. Richtig klasse. Ich denke mal, es werden jetzt mehr und mehr dazukommen, weil es ja jetzt auch früh morgens ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal an. North Carolina, Arizona. Oh, Arizona is really close. Wow. Also Arizona ist 0,1% Trump mehr. And give some credit to Arizona, only 50% of the vote is in. I mean, they're doing their job there, so congrats to them. Arizona hat 50% aller
Stimmen schon drin. Oh, Harris ist vorne. Biden won it in 2020 tonight with 50% in. Kamala Harris is on top right now. Phoenix, one of the fifth largest city in the country, one of the fastest growing areas in the country. Something that's interesting about America is that some of these downstairs people from over Arizona moving into this area. Mesa, Tempe, Scottsdale, a lot of growth there. We're going to go to this other county here, Pima County. Savannah, you found this county? Abby broke her toe. Maybe not. 50% of it is in. This is Tucson. This is a Einer hat sich einen Zeh gebrochen. Das ist eine Riesenfamilie übrigens. Der Porma hat 23, 22 Geschwister, also einer ist gestorben. Jetzt 22 Geschwistern. Your map is now like we had Flagstaff, like okay, and there was Trump in the lead. Now they say Harris in the lead for Arizona. Yeah. Mm-hmm. Yeah, That but changed. again, the polls are they're at Also 35% Arizona, of the vote count. Okay. So that's garbage. die machen jetzt verschiedene. Those numbers don't really mean anything. Jeder Staat hat nochmal Here so in Pennsylvania, Untergruppen. remember, we're watching Und da gibt es Pennsylvania. natürlich auf dem Land, die sind eher für Even though Trump. it seems like Trump could Und probably in der win Stadt sind without mehr für Harris. Pennsylvania, Aber but if he insgesamt gets Arizona Pennsylvania, hat die, Harris is toast. There's no way she Harris can win jetzt without gerade ein bisschen mehr. I think it's like 19. Okay, well, it's not still that. Okay, but we have Montana Yes. coming in with 11, I think. Thank you but- so but much. All of those are like unless some crazy thing happens, all of those things are like Pennsylvania is the state. There, of course, could be like a huge upset, Yeah. but Pennsylvania, the last time we looked at it, it was 66% in. Now they're at 69, almost at 70%. Das war mal ganz schön, so ein Hund. And Trump is it's 48.1 to 51. Yeah. So that's a full 3-point lead. Okay, der ist wirklich süß. Jetzt habe ich ihn schon lieb gewonnen. Am Anfang war er mir ein bisschen groß, aber ich muss sagen, der ist einfach schnuckelig 69. und schön weich. 70%, and his lead is not shrinking. His lead would need to start shrinking by quite a lot. I think Trump is going to take Pennsylvania. I feel confident in saying that right now, barring some craziness. It looks like Trump's taking Pennsylvania. If he Also, wins Pennsylvania, Porma the meint, election's over. Oh, okay. wenn There would have to Trump be a huge Pennsylvania upset. gewinnt, ist die Wahl vorbei. Dann hat Trump gewonnen. Wie spannend ist denn sowas? Jetzt bin ich mal gespannt, vor allem, weil ihr ja das Video danach schaut und dann sehen könnt, wer gewonnen hat. Wir wissen es noch nicht. Also ihr könnt sozusagen, ihr schaut jetzt schon in der Zukunft rein. Weiter. Krass. Ist, der entscheidende Staat scheinbar hier. Und Trump ist hier immer noch vorne. Knappe 3% mit 70% der Stimmen ausgezählt. Das ist natürlich erstaunlich. Also hier Harris hinten dran. Und ich denke mal, hier unser Gastgeber ist der Meinung, auf jeden Fall, wenn Pennsylvania an Trump geht, dann ist die Wahl gewonnen. Und das werden wir relativ bald wissen. Also ich denke, das dauert noch vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann werden wir eigentlich sehr deutlich wissen, wie diese Wahl ausgehen wird. Porma, Ja. So, you are sure if Pennsylvania is with Yeah. Trump? In fact, actually, the truth is, it looks like Donald Trump might be able to lose Pennsylvania and still win, because it looks like he's carrying, like, if Georgia was too close to call, but Georgia has 91% of the vote in. 91, but they still like NBC, so this is what like NBC sagt, it's too close to call, but 91% votes in. 91% of the vote is in, And they say it's too close and to call. Trump has 51, she has 48. Yeah, so that's It's- election it's done. interference. That's It's kind of a, yeah. It- So dann sieht man mal, also wir sagen, das ist wie die Medien natürlich das versuchen noch glatt zu ziehen. Das ist how the media is trying to Yeah. do something, right? So Die sagen ja, Kamala Harris gewinnt. Yeah, they all hope that Kamala Harris is winning. They don't want all of the people who believe the propaganda. It's like if you're gonna fall on your face, it's their job to make sure you fall slowly. Yeah. That's what they're doing. Also er sagt, wenn man auf sein Gesicht fällt, ist es die Aufgabe der Mainstream-Medien zu sagen oder aufzupassen, dass du ganz langsam fällst. Deswegen sagen die alle, Harris gewinnt. North Porma Carolina. meint, es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump gewinnt, weil Pennsylvania
Trump gewonnen hat. Ganz simpel. So like Georgia and North Carolina, Harris was both of those states. So of the swing states, we're looking at all of the swing states. Georgia and North Carolina, they were saying is like, these are swing states and Harris can maybe lose one of them, but pick up the other. But like, as long as she gets Pennsylvania, she's going to win. Yeah. Okay, and then Trump as well. Maybe he picks up Georgia, maybe he picks up North Carolina, but as long as he gets Pennsylvania to win, that he can do it. Right now, Trump has already basically won both North Carolina And Georgia. North Yeah. Carolina has Okay, also ja. 87% of the vote in, and he's up by 3%. Okay, also wir sehen hier gerade, also North Carolina ist ein weiterer Swing State und hier sind jetzt gerade 87% ausgezählt schon und Trump führt hier mit 3%, also das ist sehr, sehr klar. Also das heißt, beide Swing States, also so both states like Georgia and North Carolina are already basically for Trump, actually even Almost for sure. almost for sure. Okay, so Wow. Unless a huge shipment of Harris votes come in, yeah, that's what we had, right? that, you know, but right now, but last election, it was like Biden won those states by a couple thousand votes. Yeah. Okay, so when you're talking about 4 million, 5 million people, and he's up by 3%, this is not a couple thousand. Yeah. So this is why the elections, like a lot of people say, like, well, if the elections are rigged, see, they can only, because they are counted by county. Spokane County has its own election office. Pierce County has its own election office. All of them do their own job and just report those numbers. Yeah. So because the American system is so fragmented and spread out, it's very difficult to do widespread cheating. Right. Okay. You can do cheating, but only in small places here and there where you have all of the people on your team and they all have to work together. And even then, you can Wunderschön. only cheat Richtig amerikanische so much. Familie, Yeah. die So für die can Welt they swing betet. the election by 1%? Probably they can. Yeah. In a swing state like Georgia, where they have a city like Atlanta, where they have many, many, many people living there, and it's totally owned by the Democrats, could they, in those counties, come up with a few, 10,000 votes or something like that? Yeah, probably. But through the entire state, could they swing an election where Donald Trump is winning by 3 percentage points? Okay, so if you say it's like 5 million, it's going to be 150,000 votes. So that's a lot. That's a lot of votes. Übersetz mal alles, So, was er gesagt hat. Okay, also wir sind, I need to translate. So wir gucken jetzt gerade mal auf, wie kann hier Wahlbetrug stattfinden. Und der Tom hat nochmal erklärt hier gerade, in Amerika zählt jedes County, also jeder dieser kleinen Bereichen ihre eigenen Stimmen aus, lokal. Und das reporten sie dann an das Nationale Wahlkomitee. Insofern ist die Chance hier, dass man die Wahl manipuliert, gar nicht so groß, denn jedes County zählt eigenständig aus. Interessant, das Also wusste ich auch einfach noch nur, nicht. wenn im Grunde genommen, er hat jetzt als Beispiel gerade genannt, in Georgia, Atlanta ist extrem liberal. Das heißt, da könnte es sein, dass wirklich die gesamte Wahlbelegschaft, sozusagen die Leute, die dort arbeiten, dass sie alle Kamala Harris favorisieren. Und wenn die sich alle zusammentun, dann könnten sie natürlich die Wahl ein Stück weit beeinflussen, weil sie meinetwegen ihren eigenen Bezirk, die sagen, hey, wir alle machen das jetzt anders, wir zählen anders aus und wir beschaffen ein paar 10.000 Stimmen. Dann könnte man, sage ich mal, 10.000 Stimmen dazu holen. Aber wir haben gerade festgestellt, momentan führt Trump hier in diesem Staat 150.000 Stimmen. Also das ist kaum möglich, in solchem großen Maße Wahlbetrug zu machen. Das ist Und er hat halt auch gerade gesagt, North Carolina and Georgia, right? North Carolina is a swing state. Yeah. Georgia's a swing state. Pennsylvania's Okay. a swing state. And in all three, Wisconsin's a swing and state. in all four he's winning. All four, he's winning. All four. Okay, also jetzt
Also Palmer ist anscheinend sehr überzeugt, dass Trump jetzt gewinnt, weil er sagt, North Carolina, Pennsylvania, Georgia Wisconsin. und Wisconsin sind alles 4 Swing States. In allen 4 führt der Trump. Ich finde das jetzt mal ganz interessant, weil auch das ist ja neu für Deutschland. Und zwar, dass hier immer die Staaten, also nicht jeder Einzelne zählt, sondern die Staaten zählen. Ne? Ja, So, ja, das genau. ist also, wenn jetzt zum Beispiel North Carolina gewinnt, ist das ganz egal, um wie viel die gewinnen. Die zählen einfach, die haben einen bestimmten Punktzahl, die sie dann abgeben. Genau, das ist auch noch ein bisschen anders. Also es ist immer, deswegen ist es so wichtig, deswegen gibt es da diese Farben hier. Wisconsin, ja. Ja, hier, ich zeige es da nochmal. Weil dann sieht man, ist egal, Oh, they're going by um wie viel die das da gewonnen haben. Aber dieser Staat, da hat Trump gewonnen. vote is in, so a lot of that vote is still out. It's probably going to be a little bit later till we can call Milwaukee by itself. Biden was at 69. She's down about 2 to 3 points. Again, this would be concerning for Democrats. But look, there's still a lot of vote out in Milwaukee. Door County, if you've been following the presidential race at all, Sieht What- echt, what- it's red, isn't it? What he's saying is that there's a couple of cities Ja, in Wisconsin ja. where Kamala Harris, where Joe Biden won by like 66%, Ja, she's winning by like 60%. ja. So like why that's a huge deal is because the Democrats need to win those cities like 100%, Ja, 90%. If you're only winning half of the people in the city and Yeah. you're a Democrat, that means you're done. ja. If Okay. half of the people in the city are winning are voting for Trump, Wisconsin, so let's see what he says about the Übersetzt state das mal as a auf whole Deutsch. rather than the county map. 92% Which in. Biden was at I can tell you 53. She's because 55, I should say. She's we have slightly the Wir same sind jetzt gerade bei Wisconsin, ihr seht das gerade. Und es verwirrt immer, wenn man die Zahlen sieht. Der zeigt natürlich immer hier, das statewide, so wir sehen hier statewide, das ist die Zahl. 52%, also 50,2% liegt Trump vorne und 48% Harris. Ja, 60% in, he's winning by 2 percentage points. ja, ja. That's like that is close, but not nearly like if right now they've lost a couple of the cities in Wisconsin, that's looking very, very bad for the Democrats. So Wisconsin is typically a swing state? It's a swing state. Okay, And so Kamala Harris needs to be winning at least some of these. ja, ja. She's winning right now, she's winning none of them. None, ja. Zero. Ah, okay. Mach mal auf Deutsch. I Ohio. think they might take I think they might consider Oh, wir haben gerade hier einen Senatsplatz noch. Also wir sehen hier gerade, Erklär mal, was der Senate. Senat ist, bitte. Ich habe das schon bei meinem Kanal hier erklärt. Also der Senat, they might consider Michigan a swing state. Moment, ja. She's winning Michigan right now by about 3 percentage points, but they only have 34% of the vote in. Also So she Michigan could hat sie win vielleicht that gewonnen. state. That would Yeah. be one. Aha. That she's got an early small lead over Donald Trump, but he is literally Ja. winning all of the swing states. Also es sieht so aus, als wenn, ich übersetze gerade mal hier, so dass Donald Trump gerade wahrscheinlich alle Swing States bis auf, except what was the one state that Michigan. Also außer Michigan, das sieht aus, als könnte Kamala Harris gewinnen. Aber wir haben auch gerade hier ein Update gesehen vom Senat. Da sind die Republicans dabei, auch wahrscheinlich die Senatsmehrheit auszubauen. Also so the Senate, the Republicans are leading the Senate right now, even now, right? They have the majority of the Senate, so they will have one more seat. So they have a majority probably in the Senate. Right? So right now, both the House and the Senate, we Yeah. have the Republic. It's basically a tie right now before this election. yeah, It's been very problematic for the Republicans. But right now, if NBC propaganda news is saying that right now they're projecting 49 seats right now belong to the Republicans and 39 to the Democrats, that's a terrible loss right Yeah. now for Yeah. the Democrats. yeah. That means the Republicans are most likely going to win. The question is going to be by how much. Yeah, yeah. If they win only a couple of seats, that's like a marginal victory. If they have like a 4-seat majority or a 5-seat majority or a 10-seat majority, that's
gonna Ja. be. Kannst du noch mal den Senat erklären, kurz mal auf Deutsch? Yeah. Can you maybe Palmer? Can you help us like understand what's the Senate? What I mean, you understand it has these two senators by state, but what is the difference between the House of Representatives and the Yeah. Senate? Okay. Lass uns das mal anhören. Also Palmer erklärt gerade, was der Unterschied zwischen den beiden Okay. So Institutionen ist. the House of Representatives is like the Electoral College. Ja. In that, the seats are awarded based on population. So there are many representatives from California and New York, and very, very few from North Dakota. Mhm. North Dakota doesn't have many people there. It's based on the population. Ja. So the House of Representatives initiates all of Wir werden the gleich übersetzen. laws and the funding. Okay, so Congress, Mhm. which is those two put together, Congress is the House of Representatives and the Senate together Okay. makes up Congress. Mhm. The House of Representatives is the place where all of the things start. Ich muss das. The Senate cannot start anything. Okay. Okay. Ja. Okay, so if a new law is going to be enacted or new funding is going to be given, someone in the House has to present it before and then they have to argue about it, and then the House takes a vote. Okay. Ja. Okay, so if the House votes for a thing and it gets approved, then it goes to the Senate. Ja. The Senate is not based on population. It's based on states. Every state has 2 senators. Mhm. There's 2 from Washington. There's 2 from California. There's 2 from New York. There's 2 from Rhode Island. There's 2 from North Dakota. Okay. Everybody gets 2. So in that place, the popular vote means absolutely nothing. Yeah. You see okay. what I'm saying? Yeah. So North Dakota doesn't have very many people, but they have 2 senators. So- California has lots and lots of people, but So- they only have 2 senators. Okay. So meaning, wir schauen hier gerade mal auf die Zahlen gerade aktuell. That is not Wir sehen ja, Trump baut seine Führung in Pennsylvania aus. Arizona ist ja weiter 0,1% in Führung. Michigan, wie schon gesagt, Kamala Harris vorne. Wisconsin, ganz klar Donald Trump. Und Paul hat gerade eben erklärt nochmal, also so the Senate is more like it keeps the checks and balances. So the Senate is kind of the check side that they don't get crazy. And all the Senate does is says yes or no. Yeah, okay. That's all they do. The House has to produce a thing first, Yeah. and they have to approve it. Then it goes to the Senate, and the Senate just says yes or Oh no, okay. That's all they do. But even if they say no, the House can make a new law, like change the law and then give it back to the Senate, say, okay, and then finally they might approve it. Occasionally the Senate will do something like, hey, if you changed it this way, Yeah, we would probably say yes. Yeah, okay. Or something like that. Okay. So that's how Congress works. Those two things. Okay. Jetzt erklär jetzt mal alles auch mit dem, ich habe es ja auch verstanden, aber es ist immer gut, wenn einer. Nee, mach du ruhig. Ja. Also, wir haben gerade mal den Unterschied zwischen Senat und Kongress. Also, das ist im Grunde, wir haben hier in Deutschland auch den Bundestag und den Bundesrat. Ja? Und beide zusammen, hier in Amerika sind der Congress, das sind beide Häuser zusammen. So, das heißt, wenn es um Gesetze geht oder wenn es um Budgetfragen, um Gelder geht, dann muss das House of Representatives, das schlägt vor, das bringt Gesetze ein, das wäre das Pendant zu unserem Bundestag. Und der Senat, auch wenn das für uns Deutsche vielleicht irgendwie wichtiger klingt, ist im Grunde genommen eher, wenn wir es irgendwie vergleichen wollen mit dem Bundesrat. Die können kein eigenes Gesetz einbringen, die können sagen, wenn der Kongress ein Gesetz vorschlägt, können sie sagen ja oder nein. Sie können das annehmen oder ablehnen, aber sie können keine eigenen Gesetze einbringen und auch keine eigenen Budgetsachen aufstellen, sondern nur, sie sind quasi eine Kontrollinstanz für das House of Representatives. Okay, very interesting. Sehr, sehr interessant. Again, thank you so much, Palmer. I have a question. The last time
it was like at the beginning, Trump was the winner, and after a couple days, Biden. How did that happen? Ich habe mal gerade gefragt beim letzten Mal, ich wundere mich immer so, da sah das ehrlich gesagt ähnlich aus. Ich weiß, ich saß hier und plötzlich hat doch Biden gewonnen. Jetzt will ich ihn doch nochmal fragen, why do you think? What happened? I mean, that has been essentially a forbidden question. The fact that it happened, nobody argues about that. Of course, yes, that's what happened. Trump was ahead, and then sometime in the middle of the night, all of these votes came in that were for Biden, and he won just enough states by just enough votes to win the presidency. Yeah. That is what happened, and nobody argues that. But you're not allowed to ask that question. Also er meinte, man darf diese Frage nicht stellen, warum das so war. Also er meint, ja richtig, beim letzten Mal war das so. Und ja, jetzt deswegen gibt es da auch immer nur so Vermutungen, Mutmaßungen, man darf nicht darüber nach. One question more, where was the assassination of Trump? In which state? Pennsylvania. Das There interesting. have Do you been think? two attempts. One was in Pennsylvania, one was in Florida. Do you think this is the reason Pennsylvania is voting for Trump? I think it definitely plays into it. Okay, also weil das ist ja interessant gewesen. Der Trump wurde ja, wurde auf ihn geschossen, ein Attentat. Und das war in Pennsylvania. Und Pormer meint, das kann ein guter Grund sein, weil das war natürlich schon ein Riesenschock für die Amerikaner. Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat die Pennsylvania wirklich auch schockiert. These states right here, which are usually swing states, Georgia and North Carolina. You want to know another thing that I think is why these are red? Why? Is because these are places that very recently had hurricanes that did a lot of damage. Which places? In North Carolina particularly. North Carolina just got trounced maybe a month ago, like hammered hard. And Florida. Florida did, but that's not really a swing state anymore. Where were the big hurricanes? Right here in North Carolina. Ah, okay. Er sagt, North Carolina ist deswegen rot, And weil so die hatten Hurricanes und da waren die sehr frustriert, dass der Präsident nicht so eingegriffen hat. So because FEMA was not acting That as stuff it should. all belongs to the president. The president runs all of those agencies. And Also der Präsident, der leitet all diese Organisationen, Hilfsorganisationen. Und da waren die sehr frustriert in North Carolina und deswegen sind sie wahrscheinlich rot. So I think one of the reasons that North Carolina is like pretty, like, let's just look. Oh, let's see. What do we got here? 88% of the vote is in, and he's up almost 4 points. Yeah. Yeah. So, like, North Carolina is Trump's. Like, she can't overcome 4 points. Also er meinte, die Harris kann das nicht mehr übertrumpfen. And this is North Carolina. Yeah. that's North Carolina. So, once again, let's take another look at Pennsylvania and see where we're at now. Oh, it's even more. It's 75%, and what's he up now? It's increasing. Yeah, that's right. That's It's right. increasing. Yeah. So Pennsylvania is almost certainly Trump. It's 75% in und Trump führt fast schon mittlerweile 3,5%. Also es wird immer mehr. Yeah, so if it was swinging the other way, if it was getting closer and closer as the votes came in, then we would be like, I don't know. But 75% of the votes are in, and the gap, Trump is winning more and more and more of the votes. It's getting wider and wider. Also was jetzt schon richtig spannend ist, finde ich, dass ihr das jetzt so mitkriegt. Und wie gesagt, ihr erst in ein paar Tagen, wir erst das wissen. Ihr, wenn ihr das Video anschaut, werdet Zeuge sein, wie das am Anfang der Nacht aussieht. Ja, also wie gesagt, letztes Mal war es ja auch ähnlich. Ja, aber und es sieht sehr out wissen, aus. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, kann sein. Also es war letztes Mal war es unklar. Ich bin mal gespannt. So Paul, do you think we would see some real results tonight? Like, Oh yes. Yeah. Yeah. If Pennsylvania wasn't, if Georgia, North Carolina, Pennsylvania weren't leaning so heavily Trump, I think maybe we would have to wait till the morning. Yeah. But
Election Hub is putting Trump at 246 right now, without counting Pennsylvania. If he gets Pennsylvania, I think he's going to be not quite at 270. He'll be right below 270. Yeah, and Montana is not already counted, right? This is already counted him, Okay. but Okay. so this is already counting California, already counting. Thank you so much. Yeah. This is really friendly. Uh, Kinder sind hier so so this map bereit. is already saying Oregon and California, even though the polls aren't even closed yet. But it's true, yeah. But they're probably right. Washington is probably blue. A state to watch like Arizona is a swing state. Wow, thank you so much. This is very. So Arizona now, Trump is in the lead a little bit. Yeah, this is still really close, and they've got Like just 55, over yeah, just over 55. half the votes in. Okay. So Arizona will be really close, but Arizona's not going to matter if Pennsylvania is Trump's. Okay. So if we say we have 246 now, Yeah. with 19 of Pennsylvania, that's 264, 265. So 5 are still missing. Where would be the other 5 coming from? Wisconsin, right? Wisconsin. And there's a 4-point lead, almost 4% lead. Yeah, Wisconsin. and they've got Also alles, 70% of the vote in, so that's probably zeigt auf Trump. So dass how der many gewinnen wird. electoral votes does Wisconsin have? Let me see. So, Wisconsin- Corey, Wisconsin has 10. your 10, so that husband would be think Trump Done. will win. All right. Well, Yeah, okay. but I think we're looking at it in different ways. He's Okay, looking go at on. it from mathematical area. Yeah. I'm looking at the human condition. So Ah. that's the difference. Is I'm not looking at it where he's looking at, and I hope he's right, but I'm looking at the people I go to school with. I'm looking at the people that I talk to, but I'm not in a suburban country I town. understand. So it's more of the generation that is a college age. So 18 to 24. Yeah. All of them, they want, one lady said to me, why wouldn't you want your kids to have safe abortions? I will translate. Okay. Also, Why won't you have your kid? Yeah. ich übersetze es. Also ich kann es mal Ja, übersetzen. ich will mal Also sie übersetzen, meinte, der Palmer, Trump, Riley Palmer, der Soldat hier, der wunderschöne, der sagt das halt jetzt zahlenmäßig. Und sie sagt das mehr so, was sie von ihren Freundinnen, College-Kollegen hört. Und sie ist gefragt worden von einer Kollegin oder einer Freundin, die sie kennt, warum möchtest du nicht, dass deine Kinder eine sichere Abtreibung gewährleistet bekommen? Und das ist halt, da sagt sie, das ist so der menschliche Zustand von Amerika. Okay, jetzt haben wir hier noch, thank you so much. Yeah. Yeah, I understand So that. Yeah. I mean, that's the part where you just go I wouldn't want my kid to have an abortion at all. Yeah. Sie möchte nicht, dass ihre Kinder eine Abtreibung So that would be durchgehen. more projecting in the future. How would that shift? Like, is that what you're saying? Oh yeah, no. What I'm saying is that Trump at least holds values such as, hey, husband and wife is man and woman. Yeah. Abortions, no, they should not be just an everyday thing for somebody to get. There's values and morals within that. Whereas Kamala is more about hey, no, it's fine, do what you want to do. Mm-hmm. How can society just say no, wouldn't you want your kid to have a safe abortion? That's the thing. Wouldn't you want your kids to have? No, I wouldn't want that to be the norm because there's a value system. Yeah. Does that make sense? Yes. Yes. And that's the younger people. I hope that Kamala doesn't win. Jetzt kannst du mal übersetzen. Okay, also es geht hier nochmal um die Frage von so sozialem Verhalten auch. Also ich sag gerade jetzt die jungen Menschen hier, die 18- bis 24-Jährigen natürlich, jetzt gerade hier, wo wir sind, hier in Washington, weil da sagen die Eltern, natürlich wollen wir, dass unsere Kinder eine sichere, staatliche, bezahlte Abtreibung bekommen. Und sie sagt, eigentlich macht mir das Sorgen, weil welche Eltern wollen denn, dass ihre Kinder in erster Linie mal Abtreibungen bekommen? Also sprich, ihre Mädchen
keine eigenen Kinder bekommen. Und das sagt natürlich viel über den Zustand der Gesellschaft aus. Und das macht ihr Sorgen. Ihr sagt so, klar, wenn jetzt auch Trump gewinnt, dann Trump steht für, sag ich mal, halbwegs vernünftige Politik im sozialen oder auch im christlichen Sinne. Auch egal, wie man jetzt in Deutschland Trump sieht. Ich weiß natürlich, dass viele hier, die zuschauen, Trump sehr, sehr kritisch sehen. Aber letztendlich ist Trump jemand, der für christliche Werte im Sinne von der Politik eher einsteht als Kamala Harris. Also das kann man diskutieren, interessant, könnt ihr mal da reinschreiben in die Discussions. Aber es sieht so aus, als wenn wir jetzt in eine Richtung Republicans Sieg gehen. Aber Ihre Frage ist, wie ist das in 4 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren? Okay, ja. So we haven't talked at all about the other. So this is the House of Representatives. This is the race for the House of Representatives, the bottom half of the Congress. And so right now the Republicans are at 175 projected to win. Democrats 150. 150. Und auch hier seht ihr, wir haben jetzt mal die Zahlen hier von dem Repräsentantenhaus. Und obwohl die Zahlen, guck mal hier, 100 Demokraten, 150, Republikaner 175, trotzdem ist ja die ganze Karte rot. I always say, like, for an observer, the whole map is red. Yeah. Yeah, well, that's this crazy thing about America for us. Like, looking at it, it's just all blue pockets, but the rest is all red. So one of the things that I didn't say you were asking questions about how our nation is governed and the questions about it. And I told you about Congress, how the Senate says yes or no. Yeah. There's one more check on the Congress. The president has final veto power. So if the House passes a thing and the Senate passes a thing, it will go onto the president's desk and he has to say yes. He can say no. If he vetoes it, it goes back to the House and they have to come up with I think it's a 60% majority. And then the Senate has to approve at a 60% majority. And then can overturn it? Then they can overturn the will of the president. So the American system is built so that it's a very, very rare that one party will get all of it. That one party will win the House and win the Senate and win the presidency. So if you have even one of those, you can stop the other side from doing many things. If you only have the House, you can just not send any bills to the Senate that they would like or approve. Yeah. If you own only the Senate, you can stop everything from the House getting to the president. And if you have the presidency, he can veto anything that the Congress makes unless they have a supermajority. Kannst du das could you translate it? Ja, okay, I translate it. Okay, also hier geht es nochmal um, wie das amerikanische Gesetzessystem funktioniert. Wir haben eine Dreiteilung in Präsident, Senat und Kongress und Republikaner, also Haus. Und jeder dieser 3 Mächte sozusagen, und wir haben noch nicht mal den Supreme Court jetzt hier mit drin, kann Gesetze stoppen oder verlangsamen oder zurückschicken. Also wenn zum Beispiel das Repräsentantenhaus ein Gesetz beschließt und der Senat stimmt zu, kann der Präsident immer noch dieses stoppen, indem er sein Veto setzt. Also jeder dieser 3 Mächte hat eine große Kraft. Angenommen, das Repräsentantenhaus bringt ein Gesetz ein und der Senat stoppt es. Auch dann muss es zurückgehen, muss verändert werden. So, das heißt, die Konstitution der amerikanischen Staaten hier versucht, eine Superpower zu verhindern. Sie versucht im Grunde einen Ausgleich zu schaffen. Then Trump's got it. So here, while they're calling these races, they're telling you how many electoral college votes. Ja. Oh yeah, he's got it then. He almost certainly has won. And so now the question, I think the question is less about will Donald Trump win, and it's will the Republicans win more than one piece of the government? Yeah. If they win the presidency, that is a very big symbolic win. Yeah, but they lose the other 2. But if they lose even one of the other 2,
then it's less powerful. Ja. So right Sehr now, interessant. Wait a moment, that's very important. Kannst du das gerade übersetzen oder soll ich es machen? Mach du mal. Ja. Also ich habe ja gerade über diese 3 Sachen gesprochen. Also die Präsidentschaft, dann der Kongress und dann das Gericht. Und der Palmer meinte gerade, also es sieht so aus, als wenn der Trump die Präsidentschaft gewonnen hat, aber wenn er den Kongress nicht gewinnt und das Gericht nicht, dann, also das Gericht wird jetzt auch nicht gewählt, aber dann Senat. Oh, Entschuldigung, dann hat das nicht so viel, also hat er nicht so viel Macht. Aber wenn er den Kongress und den Senat gewinnt, dann ist eigentlich vorbei, sozusagen. Das fand ich mal ganz interessant. Habe ich hoffentlich richtig übersetzt. so this is the Senate race right now. This is Okay. the upper house of Das the ist der Congress. Senat jetzt. Ja. Mhm. And right now, the Republicans have 50 seats and the Democrats 41. The Republicans so far have overturned 2 seats. Ja. Two Democrats, I don't know which ones, 2 Democrats have lost their Huh. race, and Wow. Republicans have won. So right now, it looks like the Republicans will pick up maybe all 3. Oh, That would be so awesome. Maybe Palmer all 3. meinte sogar Ja, also it would be Senat very- und that's Senate so and good. Congress, right? They'll have the House of Representatives, they'll have the Senate, which is the Congress, and Yeah. they'll also have the presidency. They'll have all 3. Ja. Oh. Also dann übersetzt du das mal. Das ist ja spannend. Oh weia. Gut, dass wir hier sind, ne? Hier kriegt man so Okay. viel mehr mit. Ja. Also jetzt geht es darum, gerade, es sieht so aus, als wenn Trump hier gewinnt. Das wissen wir noch nicht, aber jetzt ist die Frage auch, welche der beiden anderen Körperschaften sozusagen gewinnen die Republikaner. Und es könnte so sein, dass sie quasi alle 3 gewinnen. Das heißt, sie würden den Senat gewinnen, Repräsentantenhaus und die Präsidentschaft. Das wäre das Szenario momentan, wie es aussieht. Also das Haus, the Senate is already overturned. Also sie haben schon 2 Sitze im Senat dazu gewonnen. Das ist wahrscheinlich, dass der Senat an die Republikaner geht. Das Repräsentantenhaus können wir noch nicht sagen momentan, wie es hier aussieht. Total spannend. So, ich werde euch jetzt mal hier aufkriegen, weil ich was trinken möchte. Ja, ich eigentlich auch. Ich kann dir was bringen. Bring mir was mit. Okay. So, Okay. Huh? So Pennsylvania, the results are now 78%, and Trump has a larger margin now. He's gone up by Hier so einen 0.1%. schönen Ständer. Also wir gucken weiter, Pennsylvania. Jetzt sind wir hier bei 78% Auszählung. Und Trump führt immer noch Because mit put it 3,5%. Right behind you, there's a book. Also das sieht aus, als wenn Trump Pennsylvania gewinnt. Ja. Wait, that looks quite interesting. Yeah. Yeah. So Trump might have, the last time this happened was in 2016. Yeah. The first time that Trump won was like this. When he won in 2016, did he win all 3? Yes, he had all 3, and that's why so many conservatives were very angry with Trump. Yeah, because he didn't. He didn't, the things that he said he was going to do, he said he was going to build a border wall. Yeah. He didn't do it. He said he was going to stop the nationalization of health care and revoke Obamacare. Yeah. And he didn't do it. And then he also said he was going to fix the veterans' medical services. Yeah. And he didn't do it. Didn't do any of them. Do you know why? Why that wasn't possible? Was he not smart enough in this moment? That's a great question. I think so. So the next election is not in 4 years; it's in 2 years. So basically, if he wins all 3, the next. Richtig schönes amerikanisches Getränk, das ziehe ich mir jetzt gerade noch rein. If he wins all 3, he does not have a 4-year window. He has a 2-year window. Once
in 2 years, we will elect different senators and not all of them all at once. Like only half of them. The midterms will happen in 2 years. And that's what happened to Trump. Yeah. He did not do it immediately. And so, like, well, what did he do? He appointed 3 Supreme Court justices. Yeah. And those 3 Supreme Court justices are conservatives. And they overturned Roe v. Wade. That's the big thing. Yeah. And by overturning Roe v. Wade, probably your German audience won't know this, but all that ending Roe versus Wade did was say that, because remember, America is a collection of states. Yeah. And so what they did was they said the rule before that had come about in the Carter administration was all over in the United States, you must allow abortion. And then they had all these different rules about what was permissible and what was not permissible. And anytime a state made a new law, let's say a really conservative state like Alabama, they said, we don't want abortion at all. They were forced to allow abortions in their state by the Supreme Court's rule in Roe versus Wade. Wait a second, I need to translate it, because this is very, very important. Wie heißt das Gesetz nochmal? Roe v. Wade, das ist ja, genau. Abtreibungsgesetz. Okay, also das will ich nochmal richtig gut erklären, weil der Okay, Pommer ruft mal meinte, jemand er ist halt ein eingefleischter Republikaner, und er meinte, die Republikaner waren so ein bisschen frustriert über Trump, weil er hatte das letzte Mal alle 3 Sachen, also alle diese 3 Machtzentren, und er hat viele Dinge doch nicht getan, die er so versprochen hatte. Und zwar hat er die Mauer nicht gebaut. Was noch? Die hatten noch eine Sache erwartet. Die nationale Gesundheitsvorsorge, also die Obamacare abgeschafft. Hat er auch nicht ganz, also hat er nicht gemacht. Ne? Also, Und das Gesundheitssystem für Veteranen verändert. Darum Genau. geht's. Okay, Gesundheitssystem, gut. Und was er gemacht hat, ist halt den Gerichtshof so zu verändern, dass er 2 republikanische Richter eingesetzt hat. Und das hat wieder bewirkt, 3 sogar, und das hat wieder bewirkt, dass die dieses Abtreibungsgesetz vom Gerichtshof verändert haben. Und Pommer meint jetzt nochmal, das wissen die meisten Deutschen, glaube ich, nicht. Dieses Gesetz hat Folgendes gemacht. Es hat nicht Abtreibung verboten, ja, sondern es gab dieses Gesetz seit 1970. Das war so eine Riesendebatte, und dann wurde ein Gesetz im obersten Gerichtshof, also wie Grundgesetz sozusagen, verabschiedet, dass jeder Staat Abtreibung nicht verbieten darf. Ja, also jeder Staat muss Abtreibung gewährleisten. Und hier in Amerika ist es eigentlich so, dass der Staat sehr, sehr viel Macht hat. Also die Regierung sollte weniger Macht haben, und Staat ist ja sowas wie bei uns die Bundesländer, die haben ja bei uns fast keine Macht. Ja. In Amerika haben die Staaten sehr viel Macht, und das wollen die auch. So, und was jetzt einfach nur durch den Trump und diesen obersten Gerichtshof gemacht worden ist, dieses Gesetz wurde abgesetzt, also gelöscht. Und das heißt, die Staaten dürfen selber entscheiden, ob sie Abtreibung erlauben oder nicht. Genau. Okay, thank you so much. Well, so when they overturned Roe versus Wade, all that did was allowed states to make their own rules about abortion. Yeah. So a place like New York, the baby could be halfway out. They'll still let you kill the baby. In fact, I think it was in New York, they said, even if the baby is born and it's alive, but you intended to abort the baby, you intended to kill the baby, even though it's out and it's alive, still you can kill it. Yeah. Yes. Yeah. Where is it allowed? That happened. I think there have been 2 or 3 cases where, so there used to be that every Just a state, moment, and they killed the baby outside the womb. Yep. Well, it was at an abortion clinic, not in a hospital, in an abortion clinic. A lady's having an abortion, but she's 9 months pregnant. Oh. So it's a full baby. While they're trying to kill the baby inside of her, she pushes the baby out.
Now the baby is alive, and they are supposed to then say, this is now a human being. Now it's out. Okay, wow. But Ja. they've made up some laws. It's like, no, you don't have to. You could just leave the baby on the table and let the baby die. Okay, could you translate it? Der Tom übersetzt mal, das ist mir zu schlimm. Okay. That's in really liberal places. They're allowed to make those rules. Okay, also hier geht es jetzt nochmal um die Frage von Abtreibung und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie lange, bis wann kann man abtreiben und natürlich das ist in manchen Städten, wie jetzt New York, kann man ein Baby auch abtreiben, wenn es sogar schon geboren ist. Also das ist auch passiert, also quasi eine Frau wollte ein Kind abtreiben, es hat nicht geklappt, dann wurde dieses Baby gesund geboren, kam raus und eigentlich ist es in dem Moment ja kein Fötus mehr, sondern ein Mensch, spätestens dann. Und trotzdem hat man, glaube ich, in 2 Fällen, so sagt er hier, diese Babys einfach sterben lassen. Also das ist natürlich richtig, richtig krass. Und das ist das, was Demokraten gerne möchten. Also das muss man schon sagen. Und das ist, worum es auch in dieser Abtreibungsdebatte geht. In dieser ganz krassen Form natürlich. Die wenigsten Menschen wollen das. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Das ist aber nur, allein, dass aber sowas erlaubt ist, Ja. in einem Staat wie New York, zeigt ja, wie weit man bereit ist zu gehen und Menschen umzubringen. Oh. Ja gut, das ist allerdings wirklich so eine, da kriege ich richtig Schweißausbrüche. Okay, so eine Vollblutmutter ist das schwer zu verkraften. Aber das sind so die Debatten, da würden die Demokraten natürlich sagen, deswegen will ich mich unbedingt mit den Demokraten treffen, die so ein bisschen moderater sind. Die sagen, ja nein, das sind jetzt so, und das sind irgendwie Gerüchte oder was weiß ich, oder Ausnahmefälle. Genau. Jetzt wird gerade hier gesagt, ein Moment, Michigan, ein Swing State, ist tot. Only 45% is in. But Michigan was like considered, hey, maybe it's not a swing state. There are many immigrants, Arab immigrants to Michigan. And Kamala Harris has been doing everything she can do to present herself as someone who's not really for Israel. Because Donald Trump is very for Israel. Yeah. There's so many Arab immigrants to Michigan that they think if you can just get them to vote for one party, you can swing the whole state. Yeah. Okay, let's Okay. translate. Okay. Mach du dazu? Okay, das ist auch wieder interessant. Also er ist jetzt völlig platt, dass Michigan gerade an den Trump gegangen ist, weil er meinte, und das weiß ich auch, Michigan ist definitiv blau eigentlich. Also jetzt nicht so, dass es nie sich auf die andere Seite gestellt hat, aber sehr wahrscheinlich. Und er meinte gerade, Michigan hat ganz viele Immigranten, und zwar arabische. Und Trump ist sehr für Israel, die Kamala Harris so ein bisschen, nee, ich bin nicht für Israel, darf er nicht dagegen sein, aber nicht dafür, so für beide Seiten. Und da haben die gedacht, dass Michigan auf jeden Fall an die Harris geht. Aber jetzt sieht es so aus, dass Michigan auch an Trump, oh, wow. Also wenn jetzt die Wahl nochmal an Harris geht, das ist dann schon komisch, weil das Haus ist jetzt auch mittlerweile immer mehr gehört dem Trump. Also das ist echt eine spannende Wahl. Ich bin so gespannt, ich würde so gerne in die Zukunft gucken und ihr könnt in die Zukunft gucken. Ich finde es echt krass. Also jetzt geht's weiter, Porma ist aufgeregt. Okay. So the fact that Trump is now winning, now they don't even have half of the votes in yet. So take this for what it's worth. Yeah. Only 45% of the votes are in Sind nur Michigan. 45% der But he's Wahlzettel winning sind it drin. by over 2 points. Ja. Aber er hat trotzdem über And 2 she should Punkte be winning gewonnen. it Ja. by about 3 points. Und Harris soll es eigentlich mit 3 Punkten gewinnen. Ihr hört das jetzt mit hier so? Ja. I think the presidential election is over. Yeah. I think that there's too much. She's lost too many. She needed to pick up at least Georgia or North Carolina. She picked up neither.
She and then it was like, Also wir sagen, but if either one of them can get Pennsylvania, that will be. okay, die haben halt gesagt, diese Swing States, von denen wir die ganze Zeit sprechen, also North Carolina, Pennsylvania, Georgia und noch ein paar andere. Und dann hat man also gedacht, also wenn sie, die Harris müsste die gewinnen. Aber jetzt gewinnt der Trump. Also und das ist halt natürlich wirklich, sieht wirklich so aus, als wenn Trump gewinnt. Aber Hier mal ganz liebe Grüße an Russland. We have some Russian guys. Das ist richtig cool. Also genau, er grüßt euch aus der Porma. Aus Russland ist ja richtig spannend. Wohnst du da gerade? Vielleicht kannst du es ganz kurz sagen. Wohnst du in Russland und sprichst Deutsch oder bist du jetzt in Deutschland und kommst aus Russland? Vielleicht sag das mal kurz. Ja, das ist schlimm mit dem Baby. Und wie viel Uhr ist es bei euch? Bei uns ist es, wie viel Uhr? kurz vor 9 Uhr abends. Kurz vor 9 Uhr abends. Ja. Genau. Und hier das mit den Haustieren stimmt. Genau, das ist so richtig, ihr kriegt jetzt so eine schöne amerikanische Familie mit. Das ist, also genießt es wirklich. Das ist wirklich so typisch hier. Guck mal, jetzt sind alle, all battleground states are red. Oh. Jetzt sind alle, wir sehen gerade now hier, they're calling NBC is calling North Carolina, which we knew a long time ago because we have the same information that they have. als But now they're Porma saying, hat halt so interne Okay, yes, Informationen. Ja. Und jetzt He's wird es halt letting them false offensichtlich, Ja. dass, Ja. ja, alles wird rot. Boah, krass, Ja, oder? gespannt. Ja. So, Dad, Yeah. Ich dachte, die Harris gewinnt. Das ist krass, wirklich. Pennsylvania's for Trump. And then- Yeah, the votes are the votes. So like they're trying to spin it. I think they're Yeah. still saying Pennsylvania is too close to call. Pennsylvania right now has 80% of the votes in. Trump is up. Is at 51.4 and she's at 47.7. So she's More. losing more. She's losing more. She's losing more. He's winning more. The more Yeah. votes they count, the wider the margin. Okay, is. also Trump gewinnt immer In mehr bei Pennsylvania. Pennsylvania. So the swing states that we were interested in this election cycle was Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan. So Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, and Nevada. Those were all of the considered swing states. Okay? And it looks like he's winning in Arizona. He's winning in Wisconsin. He almost certainly will win Wisconsin totally. Michigan is still up in the air, but he's winning. Pennsylvania is not really up in the air anymore. They're still counting the votes, but he's winning by a lot in Pennsylvania. He's already won North Carolina. He's already won Georgia. So, like, she should be winning or at least leading in some of these places, and she's not leading in any of them. That's true. She's not winning any of them. So is it possible that one or two might swing for her in the end by a bunch of ballots at blah, blah, blah? That's possible. But last election, they had changed the rules sometimes as close as the very same month that the election was happening in. Like within 30 days of the election, they were changing the rules in Georgia and things like that. So I think they were able to sneak by a little bit more, what's the right word? Fake votes. Ja, Ja. okay. So Kannst du das mal übersetzen? Das war auch ganz interessant. Porma, you are better than any sports journalist. yeah, You should listen to some of the guys on YouTube. They're good. They're good? Okay, wow. They're good. Ja, das geht es wahr. Okay, jetzt übersetzt du yeah. mal. So we definitely Also have das, the ihr kriegt Senate. hier wirklich so eine coole Kommentator. Ich glaube, so einen coolen Kommentator hatten wir noch nie. Erklär mal ganz kurz, was er jetzt gerade erzählt hat. I think we have the house. Yeah. Also es ging einfach nochmal jetzt drum auch über Wahlzettel, Wahlbetrug. Und hier wurden wohl immer wieder die Frage ist, kommen jetzt noch irgendwelche späten Zettel rein, also Wahlballots, und können die Wahl noch beeinflussen. Und natürlich, das ist immer ein Thema, also weil man nicht genau weiß,
Diese Zettel können reinkommen. Einige Staaten haben kurzfristig noch Gesetze verändert, um Wahlzettel noch nachreichen zu können. Und das ist natürlich knifflig und das wird auch jetzt noch die Frage bleiben, wie viele Stimmen sind quasi noch irgendwie irgendwo unterwegs, die noch etwas verändern können. Okay. So I think they're reporting that in the House, the Republicans have just overturned another seat. The Democrats have lost another seat. Yes. Ah, The Republicans have picked one up. So right now, the Democrats are sitting at about 156, and the Republicans 180, and you need 218 for the majority. So it looks like the Republicans might sweep the election. all right. So, Yay. also sieht so But aus. Dad, you know what I'm really hoping Yeah. is in the next 4 years, Ron DeSantis or JD Vance runs. Sure. Yeah, the next election will be very interesting. Okay, because I translate that. So, they won't have any incumbents. what's her name again? JD. Yeah, Jaden, right. Jaden. JD. Huh? JD. JD. Yeah. JD. It's in my initials. JD. Ah. Joshua Denton. JD. Ja. Okay, JD meinte gerade, er würde sich wünschen, dass in den nächsten 4 Jahren, wenn jetzt die Republikaner wirklich gewinnen, dass dann der DeSantis, das ist gerade der Leiter von Florida, oder der JD Vance. JD. Dass der JD Vance, das ist jetzt der Vizepräsident, dass die dann das Ganze übernehmen. Also gut, ihr kriegt mit hier das Flavor. Thank you. Yeah, because in the next presidential election, you'll have no incumbent presidents. Ja. President Trump will have served 2 terms. He can't run again. What about Harris? Biden. But Harris, DeSantis, all them. he's a good DeSantis choice. is a governor. Yeah, there'll be a wide primary both for the Democrats and for the Republicans. That'll be very good. Mm. Ron DeSantis or JD Vance. I'm praying on. Okay. Yeah. Aber Leute. Wie lange wird es auch morgen Gott in Deutschland hier? hat das Wenn ja ihr mal jetzt Deutsche schwierig, wart, ne? ich sehe das jetzt schon Wie hier, viele the jetzt gegenteilig beten. It's my shepherd. Dude, Yes, we're, amen. yeah, The Lord we're is our winning shepherd. in Pennsylvania. Yeah, she's come up. Trump. Wow. Ja, Points. thanks from Germany here. Nordrhein-Westfalen. Ich frage mich ja, wo seid ihr? Nordrhein-Westfalen, richtig gut. Super, herzlich willkommen hier in Amerika. Ja. Es gibt auch ein paar Deutsche. There's some Germans who are really happy that Trump is winning. So Yeah, they So should we- be. So you see that? So you have some of the Germans like, yay, Yeah. it's coming. Yeah, so I mean, why? In Germany right now it's 5 o'clock in the morning. No, it's 6 o'clock. in the 6 morning. o'clock I in think the it's 6 morning, and still yeah. people are already this is looking. when I'm up. Like this is so like He's dude, like watching the live stream to Germany. Yeah, okay, now Yeah. the polls are closed. Okay, Ah, so Hawaii. West, Okay. West Coast. okay, jetzt, In 10 seconds jetzt wird nicht mehr gewählt. So Hawaii wird jetzt gleich die Zahlen genannt werden in 4, 3, Ah, guck mal, 2, 1, 0. Jetzt gucken wir mal was. Okay, wow, Hawaii. Hawaii. Okay. Aber Hawaii is Democrat probably, right? Oder? Yeah, probably. Yeah. Alaska is probably Republican. Okay, so Hawaii, da haben wir es. Hawaii ist Kamala Harris. Which they haven't counted. Let me see how many votes Hawaii. They haven't even begun counting in Hawaii. So they're just going. Okay. they're So- they're just going off of history to Okay. say, hey, Projected. yeah. Pennsylvania, guck mal da. that's How done. is that too close? Too close to call. Well, they don't wanna. That's such. They don't wanna be wrong. That's the. Wollen aber nicht falsch liegen, ne? So, Wisconsin, auch Wow, Trump krass vorne, irgendwie. Das ist aber- schon richtig krass. Michigan gleiche. If Michigan is too close to call, Mal Arizona wird auch immer mehr. Harris can't win. Ja, Wow. Das ist crazy. Nevada. Nevada, wow, das ist so verrückt. Also Nevada ist zwar nur eine Wüste, aber immerhin. Yeah, she definitely has this. Nevada has not reported any of their vote counts yet. Und So- Georgia. So Georgia Nevada is was swing really Democrat. Georgia was very blue Yes. the last time. Yes, Also Georgia war sehr demokratisch und ist jetzt sehr rot. Okay. but they changed their minds.
Yeah, they changed it. Yeah. Hey, Dad. What do you think the mainstream media is saying now? Oh, we can listen to Ja, it if ja. you like. Also wir werden Ja, jetzt wir mal können- die Ja. Mainstream-Medien Hören wir hören. mal ein bisschen, was sie Wir sagen. wollen die ja? Propaganda. Es ist wirklich lustig. Now this is 2024. Which mainstream media is it? About a 200 vote difference there, so we can't really put too much in that. But he's ahead. Northampton, remember, this is the one that has picked the president, or at least picked the winner of Pennsylvania, going back to the Kennedy years. This is Easton. This is a fast-growing area, suburbs. It used to be the people that used to work at Bethlehem Steel. It's now changing. Again, fast-growing suburbs in south central Pennsylvania. 52%, he's on top. Again, a reminder here, this is a county that Biden won in 2020. And this is new right now. This is Bucks County. 56% in. Still a lot of the vote is out. There's only about a 400 vote difference there. We're still waiting on 183,000 votes, so Republicans can't really drop too much out of this. But Democrats would rather these counties were all blue. Let's move a little further south, around the collar counties of Philadelphia here. Montgomery County, this is where Governor Shapiro is from, 61%. Performing slightly under Joe Biden, but not too bad. Chester County, 58 to 54. That's a bigger gap there. Again, remember, Joe Biden wins Pennsylvania because he does better than Hillary Clinton in those suburbs around Philadelphia. And let's take a look at Philadelphia right now. Okay, 81 for Biden, 77 for Kamala Harris. There's still about 30% of the vote is out. But again, these aren't the trend lines that Democrats are going to want to see. Look, it could all change when that vote comes in. This is where we are right now. This is a snapshot in time. It could all change. Erie County is another swing county that It will can't watch. all change. 75% of the vote is in. That's a liberal fantasy. Overperforming Biden there. That's a good sign for her, especially. Also er meint, es kann nicht verändert werden. Und er meint, naja, das kann ja doch noch sich verändern. Und er meinte, nee, es kann sich nicht verändern. Oh, es ist so lustig, wirklich. Ja. That's where we stand right now, guys, in Pennsylvania. How about Wisconsin? Can you do Door County? Because, as you well know, fun fact alert, Door County has. Do you know fun fact alert? Also sie sind nicht so ganz begeistert, man merkt das, ne? Sind so alle ein bisschen stumm, ne? Da sitzen sie. Okay, ja, super hier, vielen Dank an den Hasen für die Kommentare zur Wahl hier. Oh, they're thanking us. Wisconsin. The Germans are thanking. So Yes. Thank you for your commentary. Oh, it's good. So, yeah. For Democrats. I'm going to look at another Okay. dimension. Sauk County. So- So Wisconsin is Trump is on top blue here. or red? Biden won Wisconsin in is- can be 2020, so red. really overperformed Wisconsin going is from right now 48 to is being 52. yeah, But he's again, winning. there's still about 30% of the He's vote looking that's up out there. various So we gotta wait counties and see. inside of We're watching Wisconsin. as you know, Savannah, Dane Also County. das ist jetzt Wisconsin Wisconsin here. und er schaut sich regionale Bereiche an. In Also wie die Wisconsin- Bundesländer dann nochmal irgendwie Mainz, Umgebung, Bingen, Umgebung haben, so haben die Staaten auch noch einzelne Regionen. Und da versucht er jetzt zu gucken, hier, So in Wisconsin, there was a battle in Wisconsin as to whether or not Robert F. Kennedy. also should be das on the ist schon ballot. deutlich, ihr Lieben. Ihr merkt das, selbst Biden hat Robert F. mehr Kennedy gewonnen, Jr. mehr stopped Einnahmen running for als die anderen. Also mehr and said, I Stimmen. don't want to be on the ballot anymore. Yeah. And then he endorsed Donald Trump. Yeah. Okay. And I believe it is in Wisconsin, they would not let him take his name off the ballot because Yeah, you can dilute the votes. So then So- even 1% would vote for Kennedy, even half of a percent. and it would be enough. Yeah. Yes. But right now, Well, we're looking at Wisconsin. Wir schauen uns right mal, now we're in wir schauen Wisconsin, uns mal Wisconsin im Ganzen an. Das haben wir eben hier in den. and Robert F. Kennedy Jr.'s got 0.5%. Oh ja, ja. But look how much wider Trump is winning over her. Interessant. Ja. So it looks like in Wisconsin, the people who voted for Robert F. Kennedy Jr. were probably Democrats ja. who chose to vote for him instead of her. Mhm. So actually, because they did not take his name off the ballot, Dilute. that probably cost them 0.5 percentage point right there. Mhm. Ah, okay, das muss ich euch nochmal ja, erklär das auch nochmal. Also das ist auch so eine Geschichte. Wir denken ja immer als Deutsche, dass es gibt nur zwei Kandidaten, also jetzt gerade hier die Kamala Harris und den Donald Trump. Aber es gibt natürlich auch in Amerika Independent, also unabhängige Kandidaten. Und Robert F. Kennedy, also der Enkel von Kennedy, war eigentlich auch angetreten als Independent, erst als Democrat
und nachher als Independent, hat sich aber im Laufe der Wahl dann, also im Laufe der Vorentscheidungen, entschieden, sich zu Donald Trump zuzuschlagen und wollte dann seinen Namen von der Wahlliste streichen lassen. Wow. Und Wisconsin hat das Wusste ich auch verboten. nicht. Nein. Und hat gesagt, nein, du darfst dich nicht mehr runternehmen, weil sie natürlich gehofft haben, dass vielleicht 1% der Wähler dann trotzdem RFK, also den Kennedy wählen würden und damit dann sozusagen Stimmen von Trump abziehen würden, weil er ja Trump, sag ich mal, unterstützt. Und jetzt sieht es aber so aus, dass es genau umgekehrt gewesen ist, dass quasi Kennedy, der ja eigentlich von den Demokraten kommt, von den Demokraten Stimmen abzieht. Das ist krass, Und das ne? ist, da haben sie sich verkalkuliert, ja. Ist interessant, sowas weiß man auch gar nicht irgendwie, ne? Sehr interessant, also. Aber man muss ja sagen, das war ja wirklich so ein Riesending hier in Amerika, das weiß ich, habe ich noch mitbekommen, dass der Kennedy, glaube ich, den Trump endorsed hat. Also, Ja, sagt er, habe ich ja gerade gesagt. genau, also er hat, obwohl er ganz lange demokratisch ist, also Kennedy, das muss man sich wirklich vorstellen, ja. Also also dieser Urenkel, Fernsehen, ja. also dass der dann jetzt für die Republikaner war, ist natürlich total verrückt. Das war ein kleines Erdbeben, muss man schon sagen. Okay, okay. Hallo, Grüße aus Frankfurt. Ja, That makes up most of the population of. okay. Oh, Mom. So, wir werden immer näher. Also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, Deutschland wacht ja gerade auf. Ihr guckt jetzt langsam hier die Wahlen an. Also ich sag mal so, wir sind jetzt der Meinung, dass es sieht so aus, als wenn Trump gewinnen könnte. Es sieht zumindest so aus, die Swing State, alle 7 States, die meisten davon werden führt Trump zwischen 2 und 3 bis 3,5%, mit ungefähr 70-80% der Stimmen ausgezählt. Also das klingt schon sehr deutlich. Wir werden sagen, es ist natürlich noch möglich, dass hier Wahlbetrug oder nicht Wahlbetrug, sondern dass noch Stimmen nachträglich kommen, also Briefwahlstimmen, das haben wir in Deutschland ja auch, die noch nachts ausgezählt werden. Das war ja letztes Mal bei der Wahl das große Thema. Aber stellen wir uns mal so vor, das sind ungefähr in jedem Staat, das sind 150, 200.000 Stimmen, die Trump im Vorsprung ist. Das ist auch mit einer Wahlbeeinflussung schwer auszugleichen, solche großen Mengen an Vorsprung. Also mehrere 100.000 Stimmzettel müsste man hier verändern. Und wir wollen das doch gar nicht unterstellen, sondern einfach sagen, hier momentan sieht das so aus, dass Trump diese Wahl gewinnt. Es sieht auch sogar auch so aus, nicht nur, dass er die Wahl gewinnt, sondern dass auch die Republikaner wahrscheinlich die beiden großen Häuser gewinnen, also Repräsentantenhaus und Senat. Das könnte so sein. Wir bleiben hier dran natürlich. Insofern, wir sehen gerade die Medien hier. Ich zeige euch mal wieder mal das Fernsehen hier. Jetzt haben wir hier wirklich NBC News. Das sind sozusagen die ganz linken, ne, NBC, und die sieht man in den Gesichtern teilweise natürlich der Kommentatoren, wie Frust da entsteht. Natürlich sind die professionell und versuchen das alles gut zu machen, aber man sieht die Stimmung, guck mal. Die Stimmung. Nicht gut, gar nicht gut. Das ist aber jetzt beim Trump Headquarter. Echt? Ja, das ist Trump Headquarter. Also wir sehen hier gerade, ich weiß nicht, wann das war. Hören wir mal zu. Who he has put so central in this campaign. I'm thinking about the fact that just today, when he was voting, he was asked by another reporter about what he thought one of the most important moments of his campaign was. Die sehen nicht begeistert aus, finde ich. The podcaster, and the fact that he did that podcast interview, and then subsequently got Rogan's endorsement, which he made a big part of his closing remarks just last night. Feels like a week ago now. Joe Rogan Endorsed Trump. endorsed Trump. This is crazy, isn't it? Oh no! Dazu muss ich auch gleich mal was sagen zum Joe Rogan. All right, Garrett, thank you. I want to go over to Peter Alexander, your counterpart over at Kamala Harris headquarters in Washington, D.C. So what is the mood there?
Ah. hear the music blaring, but within the crowd right now, it's pretty silent. A lot of grumpy looks on the faces here over the course of this evening. Oh ja, jetzt sieht man hier Harris Headquarter. On one of the cable channels, and frankly, they weren't the returns that most of the people here in the room wanted. So you start hearing several dozen people start chanting music, music. They muted the TV and blasted some music so they could sort of lift the spirits of some of the folks here this evening. I'll tell you, based on an attendee who was at one of the Harris events taking place at a hotel not far from here, the situation there, the scene was described as that of a funeral right now. Now, that doesn't mean this thing is over, but it does give you a sense of the way people are feeling right now. I was with Kamala Harris just yesterday as she was traveling through Pennsylvania at that late night event. Actually, it was just 24 hours ago. And she was with Lady Gaga, Ricky Martin, Oprah Winfrey, and she said to the tens of thousands gathered that momentum is on our side, but clearly there is a different message being communicated now in the form of that document that's obtained by NBC News. The statement sent by the campaign chair, Jen O'Malley Dillon, saying basically that we always knew this race was going to be tight. Increasingly, it appears that they believe the blue wall states are their best path going forward at this time. That's what it seems to be the way this night is going to go for most folks here. It's not the end of the road. Jen O'Malley Dillon also saying we're going to keep at it tomorrow, but we wait to hear from Kamala Harris, of course, in the course of the next couple of hours. We'll let you know. Ah, okay. Übersetzt du mal, Bibi. Okay, Übersetz okay. mal kurz. Hugely important. I think people Could forget. you- I've been on winning camp presidents. Oh, hören wir gerade mal rein, was Sie sagen. Ja. Hören wir uns zu, was jetzt gerade hier diese Reporter sagen. You know, this is a team that has been Is that Joe Biden's old? 7 days ago, where many of them signed Yes. up to work for somebody. It is? Somebody Almost all of Joe these Biden. people here are That was It's the been, spokesperson for Joe Biden. actually work That's for Jen, Democrats. right? Yes. Eating back pizza, That's drinking Jen back beer, all of the Psaki, things. yeah. And it's just to keep them rolling. That was his press secretary, Biden's press secretary. yeah. And she's the one doing the Yeah. You don't, but you need to keep the campaign team There's not spirits one up Republican there? because No. they're continuing to talk to voters and counsel people who may have questions, and they're still a part of this big team that's been working to elect Kamala Harris. They don't have control, but the end has not happened yet, and so they need to keep them all their spirits up. That's the goal. Ah, okay. She needs to touch up her roots, huh, Chris? Kannst du jetzt übersetzen mal? The hair? Yeah. Yeah, I saw that. Yeah, I saw that. As I said earlier, Okay. more and more Also- challenges, more results Also wir sehen jetzt coming in. natürlich jetzt hier das Team von Harris. Hier wird natürlich jetzt gerade das Headquarter gezeigt und auch die ganzen Leute hier im Fernsehen. Das sind ja alles Angestellte oder also mal, von demokratischen Organisationen. Viele stehen den Demokraten nahe und die Stimmung ist natürlich mittlerweile hier sehr weit unten, weil man merkt, dass man am Verlieren ist. So. Jetzt wird hier ganz schön, unser Freund Palmer sagt so, der Aufgabe der Mainstream-Medien ist jetzt, den Leuten den Fall langsam beizubringen. Also wird hier immer gesagt, oh, wir können noch gar nichts sagen, ist noch ganz offen, ganz unklar. Aber im Grunde genommen merkt man ja schon, es wird ja immer klarer hier, dass Trump gewinnt. Insofern ist die Stimmung im blauen Lager gerade frustriert. So, kann man sagen. Sag mal was über Joe Rogan. Das war Ja, das gestern noch. willst du was sagen mit Joe Rogan? Also das ist, Ja, guck mal, also das ist natürlich, das wusste ich nicht. Joe Ja. Rogan ist einer der bekanntesten YouTuber in Amerika. Also der ist wirklich sehr bekannt. Und er war Arizona, 100% demokratisch. Ja. Also Ja. wirklich, ich habe auch Sendungen von ihm gesehen. Er war definitiv liberal. Und er hat sich in den letzten Monaten verändert. Das hat man schon so gemerkt. Da gab es schon so Gerüchte, oh, der Joe Rogan, der findet die Demokraten nicht mehr so gut. Und dann relativ schnell hat er sich einfach, ist er übergewechselt. Und jetzt soll er wohl gestern oder vorgestern Trump, also endorse, heißt, ich unterstütze Trump. Also das heißt hier, ich stehe dafür ein und wählt den Trump. Das ist natürlich richtig krass. Okay. Ich kann mal so sagen, auch dieses ganze Unterstützungs- und Endorsing, also Endorsing heißt ja empfehlen. Das ist ja ein großes Thema. Auch das haben wir in Deutschland ja nicht. Ja, das stimmt. Also es gibt
da keine großen Empfehlungsgeber. Hier in Amerika ist das ganz entscheidend, welche Celebrities, also welche Bekanntheiten und Berühmtheiten dich jetzt empfehlen. Ne? Also es sind natürlich vorherige Präsidenten, natürlich Menschen aus der Politik, aber auch Künstler. Also Taylor Swift zum Beispiel endorsed Kamala Harris. Und so gibt es ganz verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, die jetzt, sag ich mal, die entsprechenden Kandidaten unterstützen. Und das bringt natürlich immer Bekanntheitspunkte. Ne? Also wenn eine Taylor Swift dich unterstützt, dann heißt das, dass du 1 Million mehr Votes hast, also mehr Stimmen. Und jetzt gestern Abend hat einer der bekanntesten Radio- oder YouTuber hier, der Joe Rogan, hat jetzt Donald Trump unterstützt. Und das ist sehr entscheidend. Das ist sehr entscheidend. Das macht dann einfach ein paar 100.000 Stimmen aus, die man dann bekommt. Yeah, it's good for Trump. So like, Yeah. so like right now, right now, Right Trump now. is winning by so much. We look at Wisconsin. Wisconsin has almost 80% of the vote in, and he's up quite a lot. By what's that? 4 points? So it's 100 and exactly 100,000 votes. He's up like in numbers 100,000 votes. Also Trump führt jetzt zum Beispiel jetzt in Wisconsin 100.000 Stimmen. Yeah. So he's up by quite a lot in Wisconsin. Let's just say he wins Wisconsin. Yeah. Michigan, which she was supposed to win, he's up by almost 3 points. Yeah. And they've got 55% of the vote in. Yeah. If he wins those two, Pennsylvania doesn't matter. Yeah. Which, by the way, he's winning Pennsylvania. So let's take another look at Pennsylvania. Wir gucken mal auf Pennsylvania nochmal rein. Das ist ein bisschen runter. Ne, ein bisschen runter. Jetzt went a little down. Yeah, she's come up. She has come up. Yeah, yeah. But he's still, you know, With 85% of the vote in. He's 2 points ahead. So Trump is leading 2.6. almost 150,000 votes ahead, right? Hier freut sich jemand. 160,000 votes ahead. Yeah. Okay, so Kamala Harris hat picked up speed, also sie hat ein bisschen aufgeholt hier in Pennsylvania, aber wir sind 85% schon ausgezählt. Also es sieht aus, als wenn Trump hier gewinnt, aber wir werden sehen. But if Trump wins Wisconsin and Michigan, he's the president. Yeah, yeah. All of the other states that they're counting right now don't. It's over. He has Go enough. to Arizona again. Wir gehen mal nach Arizona. Okay, Arizona, da zeigt sich immer mehr, je mehr ausgezählt wird, Trump führt immer mehr. Auch hier hatten wir am Anfang nur eine Führung von 0,1%, also war Kamala Harris vorne. Jetzt haben wir 55% ausgewählt und hier ist auch Trump ein knappes Prozent vorne. Das sind aber hier in Arizona, weil es so wenig Stimmen sind, sind das nur 13.000 Stimmen. Das geht schon mal sehr schnell. But it's still only 13,000 votes. It's not so many votes. So it could be overturned. Very close. It's very close. Even if it's almost at 1%, it's just 13,000 votes. Because it's natürlich einfach, weil da nicht so viele Leute wohnen. Ne? This is why, like for the German voters, like so there's just not so many people there. Right. So that's the point. It's just pretty empty. Yeah. Okay. That's why you can look at a map of the United States and there could be just mostly red. Yeah. And only a few pockets of blue. But those blue areas are cities. Yeah. Where they have lots and lots and lots of people living in them. Ja. Ja. Ich denke mal auch so, dass es so für uns Interessant. Merken wir immer so, ich kann mich immer so eine Geschichte erzählen, jetzt sind wir hier gerade am Warten, als wir zum ersten Mal hier wirklich gewohnt haben in Washington und ich weiß noch, wir sind in Spokane, das ist ja sozusagen in Washington oben, wir sind an die Küste gefahren nach Portland und wir fahren auf so einer Autobahn, so einem Highway oder Freeway und ich fahre da und habe gedacht, das kennen wir ja gar nicht und du siehst 1 Stunde kein Auto. Also ich habe gedacht, ist irgendwie Krieg ausgebrochen? Ist da irgendwie eine Explosion? Ich habe schon gedacht, also jetzt irgendwas ist da. Und eigentlich war nur klar,
du hast ja ganz, ganz lange Strecken, wo niemand wohnt. Also du kannst hier 200 Kilometer weit fahren, ohne eine Stadt zu sehen, ohne ein Haus zu sehen, vielleicht eine Gasstation, also eine Tankstelle. Aber das ist uns oft nicht so klar. Also Amerika hat 1/10 der Bevölkerungsdichte von Deutschland. Ja. Das ist für Deutsche oft schwer vorstellbar, wie leer quasi Amerika ist im Gegensatz zu Europa. Ja, auch interessant. Jetzt will ich mal kurz hier drauf eingehen. Also erstmal ein großes Hallo. Inga, ihr seid der Grund, warum morgen vor der Schule und beim Frühstück schon das Handy an ist. Liebe Grüße an euch. Kannst du ihn mal besetzen. The Germans are saying, Steffi, super. Why already Germany is watching TV in the morning. In front of the school and the people, she's in front of the school. Okay, Steffi, hallo. Ja. Ich liege im Bett, und die Hunde liegen auch und ruhen sich aus. Ich mag euch. Okay. Annette Roth, ich empfehle diese Wahl Gott an. Ja, genau. Wir empfehlen, Jesus zu wählen. Wunderbar. Amen. From the USA, hello. Bruce Stoddard. Are you speaking German? Why are you here? It's nice to meet you. From the States, where do you come from? So maybe you just put it in. Ja. Okay, ich denke, es ist jetzt ziemlich deutlich, würde ich mal so sagen. Oder? Guck mal hier. Das ist der wie heißt der nochmal? Das ist doch Prager, oder? Ja? Dennis Prager. Ja. Also das ist ganz gut, mal Dennis Prager mal hören, das ist ein interessanter Wer ist das? Denker, Dennis Prager. Now, if Trump is elected, this is a new ball game in the Middle East. You know, I just think about But I promised her. Oh, I'm sorry. Well, now I'm taking it back to abortion, and it feels like we moved on. No. We do that, yeah. But my question is, does the pro-life movement learn how to That's Daily Wire, right? leverage their political power again? Because I think when you look at so many of the rank and file, they look at something like that as distasteful because they have now spent decades looking for, I'm just trying to elect someone who agrees with me, as opposed to, I am learning how to wield sticks and carrots. And how do they get back to that? Part of the thing about Roe v. Wade is that it legitimately changed the culture. It legitimately changed. A generation grew up thinking that this was an urgent human right to kill your baby, and that this baby was not an individual person, and there's no logic to it, and it has no excuse, but it is what people believe. It is where they live. And so I think people like Lila Rose, people who've been sincere fighters, it really did change over their tactics over time to address that culture. But now they have to address it at its deepest level. And I'm sorry, that's going to take things that conservatives are bad at. It's going to take art. It's going to take, a new kind of way of talking. It's going to take sympathy with people that we don't have sympathy with, and forgiveness for people who we wish we didn't have to forgive. Today on X, there was a beautiful video of a woman talking about how the father of her baby wanted her to abort. She said, no, and I'll never sue you. Just go away. And then the doctor said, this baby is going to be deformed. You should abort. She said, absolutely not. I'm not going to do it. Had the baby. The baby's now 5 years old. Beautiful baby, completely undeformed. And she told her story. I mean, I was sitting there going like, oh my God, it was a beautiful. And I retweeted it, and people started posting things like, did she have to use the F word so much? Yeah. And did she have this, that's where that's what we have to get past. And we have to get past that. Übersetzt das mal. That's a hero. Ja, ich das mal ganz gut für euch zu verstehen. Auch hier geht es immer um Abortion und das, was auch vorhin hier die Dame des Hauses gesagt hat, die Cory. Für viele Amerikaner ist ja Abtreibung zu so einem zentralen Kampfbegriff geworden, dass man darüber gar nicht reden kann. Und wie ist es dazu gekommen, fragt er, dass das Recht, ein Kind umzubringen, zu einem entscheidenden Wahlkampffaktor geworden ist. Was für eine Gesellschaft ist das, die das zu einem zentralen Anliegen gemacht hat, zu eigentlich dem Hauptanliegen. Also Bidens Administration hat ja das Hauptanliegen, das wieder zurückzubringen, auch Kamala Harris. Eins von denen. Es war ein Hauptanliegen, um
aber was sagt das für eine Gesellschaft? Und er sagt, das ist sehr traurig. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das überwinden. Denn wenn das ein großes Thema ist, dann müssen sich auch Christen, ich sag mal, ausstrecken, diese Menschen wieder zu gewinnen. So, das ist sein Gedanke hier. Wir können die nicht aber nur ablehnen, denn das wird diese Kluft nur verbreitern. Also Compassion, also Liebe und Erbarmen plus Wahrheit braucht es, um dieses Land auch wieder zu heilen. Ja, einen zentralen Punkt hat er aber noch gesagt, den fand ich ja noch am interessantesten. Er sagte, also wie ist es dazu gekommen? Weil das stimmt ja, ne? Das ist ja wirklich, hier gibt es ja jetzt ständig Werbung, ständig, wirklich. Also habe ich noch nie so erlebt hier in Amerika, ne? Ständig Werbung für Abtreibung, wie Frauen erzählen, Abtreibung hat ihr Leben gerettet und so weiter, bla bla bla, ja. Und er meinte, und jetzt das finde ich interessant, er sagte, man hat geschafft, die Menschen glauben zu lassen, dass es kein Mensch ist. Also es ist ja nicht die Tötung, sondern es ist ein Abbruch, es ist ein Zellklumpen, es ist irgendwas. Und er sagte, hat nichts mit Logik zu tun, sondern man hat es geschafft, dass Menschen etwas glauben, was aber eigentlich krass ist, also eigentlich logisch unvorstellbar. Also das muss ich auch erstmal so ein bisschen gerade verdauen, weil das stimmt schon. We just talk about that the crucial point is that in the world they could made it happen that people believe that a child in a womb of a woman is not a man, not a human being. It's not a person. So it's a faith. Somebody created a faith in people. And it is very hard to bring people back from away from a faith, because it's not logical, it's a faith. It's easier to convince somebody who is logically, oh, this is healthy, and then you convince him it's not healthy because blah, 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 blah. But if you say you believe, it's different. And that was a very crucial point, I think. So, und ich denke auch, also wenn du an etwas glaubst, ist das ja viel stärker, als wenn du etwas logisch erkennst, dann kannst du überzeugt werden. Aber ein Glaube hat eben nichts mit Logik zu tun. Und das finde ich, das muss ich erstmal verdauen gerade, oder? Also wie haben die das erstens geschafft? Ihr könnt das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Wie kann man so einen Glauben erschaffen? Ja, interessant. Und zweitens, wie kommt es, dass Menschen das glauben? Ja. Also das ist jetzt das ganze Thema heute, ne, mit Mystik und so, was wir heute hatten. Haben wir uns lange beim Spaziergang drüber unterhalten. It's interesting, isn't it? That it's a faith. It's not logical. Because I thought a lot of times I need to logical discuss with people. Hey, here are arguments and it's the science is clear on the side it's a human being. In every area, like biological, like philosophical, you know, but people anyway believe in it. But now this is the first time I think, oh, if you believe in somebody, if I believe in God, I don't need arguments. Right. You know what I mean? Yeah, the fact that we call it abortion is itself a way of arguing without arguing. To win an argument without actually having an argument. By simply saying what it is abortion. What does the term actually mean in English? It means to end something prematurely. Ah, okay. So if a guy is going to land the plane, and something comes out on the runway, blocking the runway, someone will get on the radio and say, abort, abort. Abbrechen heißt das. So the fact that they even call it that is their way of trying to frame the argument so that there is no argument. Okay, got it. Okay, so hier nochmal, ihr merkt so, das ganze Thema Schwangerschaft und Abbruch, Abtreibung ist ein großes Wort. Wir nennen es in Deutschland ja Abtreibung. Das ist ja schon nochmal so ein Wort. Also hier haben wir mittlerweile, hier in Amerika heißt es ja eigentlich nur Abbruch. Das heißt ja nicht mal Schwangerschaftsabbruch, sondern einfach nur Abbruch. Ich habe einen Abbruch. Und das klingt wie
Er sagt hier als Beispiel, das gleiche Wort würde man benutzen, wenn man ein Flugzeug bei der Landung setzt zu lange an und dann kommt etwas dazwischen und dann bricht er die Landung ab. Ne? Und genauso bricht man eine Schwangerschaft ab. Das ist nicht wirklich jemanden umzubringen, sondern du stoppst nur etwas, weil etwas anderes dazwischen kommt. Also im Grunde nimmt man diese ganze Bedeutung, dass da ein Mensch dazwischen steht, ja komplett raus. And what they do now, I mean, they don't even call it abortion, they call it healthcare, right? Right. Yeah. Reproductive health, right? Yeah, they'll call it that, or they'll call it it's a right, a freedom. A right, yeah. You know, it's about privacy. Yes. Yeah. So like I could do the same thing in that argument to win the argument without arguing. Right. I would say, why are we talking about murder? Mhm. And they say, wait. We don't talk Why about are you calling it murder? Yeah. I'm like, well, because it's human, Mhm. it's alive, and you're killing it. That's what murder is. Yeah. And so, like, should we provide people free murder services? Mhm. Well, now, Ich sag das gleich. now people can't hear it. Ja, deshalb freaking out, ja. That's right. Ja, okay, so das nochmal, also ihr merkt immer wieder, also indem man quasi den Mensch aus dieser ganzen Diskussion rausnimmt, also das Baby, was letztendlich ja stirbt, macht man es zu einem Nicht-Argument. Das ist der Gedanke. Also wenn ich sage, es geht um Gesundheitsvorsorge oder um Abbruch, dann sagt man ja, oder gibt es gar nichts zu diskutieren darüber, denn es ist ja eine Gesundheitsmaßnahme für die Mutter. Insofern kann man darüber nicht diskutieren. Ne? So versucht man das darzustellen, indem man es als ein Menschenrecht darstellt, so wie Essen oder Trinken, so hat man auch einen Abbruch. Und damit entkriminalisiert man es natürlich, was in gewisser Weise verständlich ist, dass man das versucht, aber es nimmt natürlich den ganzen, den Bedeutung von diesem Mörder Aspekt weg, diesem Tötungsdelikt, also sagen wir mal Tötungsdelikt, ne? Und es macht es in ein technisches Argument. So. Und da wieder rauszukommen und wieder zu sehen, eine Gesellschaft erkennen kann, dass das Töten von Babys nicht gut ist. So ganz simpel. Da müssen wir wieder hinkommen und darüber wird hier diskutiert. Man merkt, das ist ein riesiges Thema. Wir reden seit einer halben Stunde mittlerweile darüber. Und es ist ein großes Thema auch. Ja, bei den Wahlen. Und er, das ist so ein Vordenker hier, also der da jetzt, der mit dem Mann mit den weißen Haaren, der sitzt. Kannst du gleich mal sagen, wer das so genau ist, was der so macht, aber ich habe ihn schon öfter gesehen und der sagt halt, und das hat auch der andere gesagt, man denkt immer so, ach Mensch, jetzt redet doch nicht die ganze Zeit darüber, es geht doch um viel wichtigere Dinge, aber erstens ist es ein zentrales Thema und zweitens macht das ganz viel mit einer Gesellschaft. Das verstehe ich heute Abend auch nochmal mehr. Also es ist nicht nur, okay, wir laden hier Schuld auf uns, aber wenn ich zum Beispiel denke, dass morgen der Himmel auf meinen Kopf fällt, da kann man sagen, naja komm, lass uns nicht so viel darüber reden, aber es macht ganz viel, es beeinflusst ja 80% meines Lebens, weil ich dauernd denke, okay, ich muss das Dach irgendwie noch anders machen. Also ganz viele Handlungen, ganz viele Denkweisen, ganz viele Entscheidungen, die resultieren aus diesem Denken. Und das finde ich irgendwie, ist jetzt sehr philosophisch, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass das zentraler ist, wie ich vielleicht sogar dachte, dieses Thema. Weil es einfach sehr viel beeinflusst. Es beeinflusst meine Sicht von Menschsein, es beeinflusst meine Sicht auf Leben und es beeinflusst meine Sicht auf, was ist mein Recht und was ist nicht mein Recht. Okay, vielleicht, ja. Ja, okay. Und mittlerweile haben wir... you just can... Yeah, so we just... If you want. They all went to bed, yeah. What's that? They all went to bed. Essentially, that's Kids did, saying, yeah. our partners with decision, Pretty they're saying well. 6% of the But- votes then. Yeah, Last night, okay. I began to pray and to fast. And I said, Lord, I'm going to keep praying and fasting until we have a winner for the president. Okay. So right now, You're I'm eating a very cake. hungry. I'm very excited for the cake that Inga brought.
I think maybe Maybe you can take a maybe cake. in the next hour I'm gonna be eating cake and thanking the Lord. Ja. Okay, Also übersetzt das nochmal. der Papa sagt gerade, er hat gefastet seit gestern und sagt, ich esse erst, wenn ein Gewinner feststeht. Und er sagt, ich fühle mich sehr, sehr kurz davor, endlich den Kuchen zu essen. Meine Frau hat einen tollen Kuchen mitgebracht und er hat noch nichts angerührt davon. Jetzt sagt er jetzt, langsam Ja. habe ich jetzt Hunger, ich will den Kuchen essen. So where are we? So what can we say? We're still 40, like Trump is still at 248 here in this poll. So we're looking for, wir schauen nach 270, You see up top here? the popular vote. This is the probability of winning. Oh, So they're saying based on what we have now and how many votes we have, how many are out, oh, they're saying Trump has 93% probability that he's going to win. And Wow. Harris said Harris at 7%. also das, Oh. So you can like eat the I cake. said, You can almost eat the cake. Pretty much. Almost, yeah. pretty So, also die much. sagen jetzt hier selbst weil das ist Daily Wire. So, also auch mal hier, das ist natürlich Daily Wire. Die sagen jetzt, die Chance, dass Trump gewinnt, jetzt ist 93%, Harris 7%. Aber das ist natürlich auch hier, Daily Wire ist ja ein konservatives Netzwerk. Und wahrscheinlich sieht das bei NBC und bei MSNBC nochmal anders aus, CNN. Aber wir haben jetzt tatsächlich, es wird immer klarer natürlich. Irgendwann wird das jetzt auch klar, irgendwann wird einer über diese 270 springen. Und wir können auch dabei bleiben. Ich denke mal, wir haben noch die Möglichkeit, das zu schaffen. Ich hoffe, mein Akku hier hält aus. Ich habe nämlich kein Kabel mitgenommen. Aber ja, wir Ja, schaffen ich das. denke, wir machen aber Schluss hier bei unserem Livestream. Wir sind schon bei 2 hours, 2 Stunden. Ja. I will thank Palmer. Thank you so much for the commentary. Yeah. So maybe do you have a message to our German friends right now? Ja, das ist gut. I think the most important thing for people who don't live in the United States about American politics and all of that sort of thing. You translate. Okay, ich übersetze mal gerade hier. Also das Wichtigste, was er uns sagen möchte als Deutschen, ist, wenn du hier nicht in Amerika lebst und wenn du amerikanische Politik nicht kennst, You have to understand that what you see on TV is propaganda. dann musst du verstehen, dass das, was du im Fernsehen siehst, Propaganda ist. So just because people are saying that on TV, it is not necessarily what it actually is. Also nicht, weil das Menschen im Fernsehen sagen, heißt es noch lange nicht, dass das tatsächlich so stattfindet. So in America, the mainstream media is very definitely left, Und in on the Amerika, left side. das ist übrigens, that's like Germany, in Amerika wie in Deutschland sind natürlich die Mainstream-Medien links. So if you want a better idea of what's actually going on in America, it's like listening to people that aren't the mainstream news is a better source. Ja. So, die Menschen, wenn du was wissen willst, was passiert, dann brauchst du alternative Quellen von Informationen, die dir ein wesentlich besseres und klareres Bild geben über das, was wirklich passiert. So like, let me just say a few things that are true, but if you only watch TV, you probably wouldn't know these things about American politics. So, ich sage euch mal ein paar Dinge, die aus meiner Sicht wahr sind, aber die du niemals im Fernsehen hören würdest. If you ask a person who only watches TV, what is the party of racism historically? Also wenn man Leute fragen würde, zum Beispiel, die jetzt nur Fernsehen gucken, was ist die Partei, die mehr Rassismus fördert? What do you think people would say? Historischerweise muss man Ja. sagen. Also hier geht es ja um Fakten. Also, Ja. Ja. So, What do you think people would say? Who are the racists? yeah, the Republicans are the racists. Yeah. Okay. Yeah. And that is only true if you watch TV. Yeah. Okay, the Democrats were the people who operated the Ku Klux Klan.
Okay, also das ist nur, wenn man die Mainstream-Medien hört, dann denkt man, die Republikaner sind Rassisten, aber historischerweise waren das die Demokraten, weil die Demokraten haben den Ku Klux Klan zum Beispiel gefördert. Also in der Vergangenheit waren die de facto, Demokraten de facto waren rassistisch. The Democrats were the people who were pro-slavery. Die Demokraten waren die Leute, die für Sklavenhandel waren. It was the Republicans who freed the slaves. Es waren die Republikaner, die die Sklaven befreit haben. The Jim Crow South, segregation in the South, all of that was Democrats, never the Republicans. Den Jim Crow, we don't know who that is. Apartheid. Apartheid. Ah. Okay. In the South of the United States, Okay. that was all Democrats. Also die Apartheid, die wir hatten, also wofür Martin Luther King dann angetreten ist, das waren Demokraten, keine Republikaner. Desegregation, where they got rid of apartheid, that was not JFK. That was done by Dwight D. Eisenhower, a Republican. Und die Abschaffung der Apartheid geschah auch nicht durch JFK, also John F. Kennedy, sondern durch Dwight Eisenhower, der ein Republikaner war. So every place in the modern world, in the modern America, where they look at something that was done in the past, where they go, ooh, that's kind of racist. So jedes Mal, wenn man jetzt so schaut, heute, wenn man im Fernsehen sieht, in der Vergangenheit, wenn Leute sagen, oh, das ist irgendwie rassistisch. That's always the people that you're looking at who are doing something that used to be acceptable but is now considered racist. Always those people were white Democrats. Und die Menschen, wo man heute sagt, in der Rückschau, oh, das war rassistisch, diese Leute waren immer weiße Demokraten, also Democrats als Partei. So where they would dress up like black people and put black paint on and sing and dance like they're black people, that was all Hollywood. You'll never see a picture of a Republican at the time, a Republican who dressed up and did that sort of thing. That was always Democrats. Also er sagt, die Menschen, das gab es hier auch, da hat man sich so, sie haben sich quasi verkleidet wie farbige und schwarze Schminke angemacht und also an Hollywood auch viel und haben so getan, als wenn sie farbige wären. Das sind alles Demokraten gewesen, sagt er. Yeah, so when you're watching TV, they pretend like, oh, the Republicans are all bad, racist people, and they've always been racist. And the Democrats have always been for the minorities, the black people and the Hispanic people, and that is not true. It's just factually not true. Okay. They want to pretend that that's true, but it's not true. Also er sagt natürlich in einem Fernsehen, wenn du das jetzt so hörst, dann wird immer gesagt, oh, das waren die Republikaner, aber das ist ja nachvollziehbar, wer das letztendlich war. You can see it, I mean, there's a name. Also du kannst das ja nachprüfen, wer war das denn, das waren Demokraten. So, like, when people say, like, well, America's always been racist, there were certain founding fathers. Some of the early presidents were slave owners. Ja. All of those presidents who were early were Democrats. Thomas Jefferson was the founder of the Democrat Party. He was sort of the most famous who owned slaves. Okay, die frühen Demokraten, hat er gemeint, die waren Sklavenbesitzer. Also zum Beispiel Jefferson. Thomas Jefferson. Jefferson war ein Demokrat und hat Sklaven besessen. Yeah, so it's like Republicanism has never been the party of racism. It has always been the party of equality and like the Democrats are the party of the ultra wealthy people, the white college educated people who think that everyone else is racist. But then if you go 20 years in the future, those same people who are the modern, like they look back on their own fathers and say, wow, they were so racist. But they were Democrats. Also er sagt nochmal, also die Menschen, die rassistisch waren oder die das gemacht haben, das sind fast immer, oder das sind eigentlich immer Demokraten gewesen.
Und im Rückblick erst merkt man natürlich, dass diese Menschen schon damals einfach rassistisch waren, aber es sind keine Republikaner, sagt er. So let me ask you a question. If this is all true, so why did the Republicans are so bad in shaping the narrative? Like, what are they doing wrong? If that's so obvious. Also ich frage gerade, wenn das alles so ganz klar ist und Republikaner immer keine Rassisten sind, warum wird diese Geschichte immer so erzählt? Because all of the mainstream news belongs to the Democrats and the wealthy, powerful Democrats. So you can say, that's not true. Like if I say, Tom, you're a racist, what can you say about that? Yeah, nothing. I mean, you can say, no, I'm not, and you can point to things, but if all I do, instead of talking about history or if I just keep calling you a racist, and I do it on TV and I just reach lots and lots of people and just say, Tom is a racist, Tom is a racist, Tom is a racist, and there's no other conversation or anything. Yeah. You know, then people who don't live here will go like wow, I really think Tom might be a racist. Because everybody's saying that. Okay. Also auch nochmal, also die Frage ist, er hat gefragt, warum ist dann diese Geschichte so? Er sagt, eigentlich weil die Mainstream-Medien ja fast ausschließlich Demokraten gehören. Also hier haben die Republikaner nicht gut gearbeitet. Und natürlich, wenn ich das immer wiederhole mit so einer riesigen Nachfolgerschaft, dann kriege ich natürlich irgendwann diese Botschaft rüber, dass, er hat ja gesagt, Tom ist ein Rassist als Beispiel, dann habe ich diese Medienmacht und das ist, was sie hier ausspielen. So, ne? Du kriegst nur eine Meinung. Was er auch gesagt hat, das fand ich irgendwie ganz interessant, ist, dass die Demokraten halt immer eher die weißen Reichen waren, also so. Und die haben früh die ganzen Medien gekauft. Die haben das irgendwie verstanden, man muss die Medien kaufen. Und deswegen ist das so, dass die Medien, wenn sie es lange genug sagen, und sie sind halt im Besitz der Demokraten, dann, wenn sie das lange genug sagen, dann He's so right. Ja. Wenn sie es lange genug sagen, dann kann man eben nichts mehr, ich gehe mal ganz kurz weg hier, dann glaubt man es doch. Also Wiederholung ist halt die Mutter des Wissens, sagt man so schön. Und da kommt mir eigentlich schon noch mal eine Sache. Ich denke mal, die Republikaner sind vielleicht ein bisschen zu brav dafür. Und der Trump jetzt eben nicht. Und ja, naja, viele Gedanken, ihr Lieben. Der Tom macht auch Schluss. Ich werde jetzt Schluss machen. Es ist jetzt hier 9:30. Ich werde jetzt noch mal mit dem Paul mal ein bisschen essen. Ich denke mal, die Wahlergebnisse sind deutlich. Sie werden nicht mehr viel dagegen tun können. Und tja, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde euch morgen oder übermorgen noch mal ein Video machen, wo ich das alles so verdaut habe. Vor allem auch, wie ja, Amerika so reagiert. Und ich wünsche euch gottesreichen Segen. Schön, dass viele von euch so lange dabei gewesen sind. Richtig toll. Liebe Grüße aus Karlsruhe, aus Zürich. Hier Eva. Jemand hat ein Abo da gelassen. Richtig klasse. Also Leute, gottesreichen Segen. Und mein letztes Wort ist, ich empfehle Jesus Christus. Tschüss. Okay.